Flashbang! Oh mein Gott. Ach, scheiße, warte mal. Bevor ich in den Stream reingehe, muss ich ja erstmal wieder mein Chat fixen. Keine Cookies mehr. Geil. Darf ich gleich, wenn Streamlabs neu starten? Das ist. There'll be an extra fee for that. Ja. I'll think about it. Ah ja, ich muss mich ja noch einloggen. Da war ja was. There'll be an extra fee for that. Wow! I'll think about it. Ju, grad am Zocken, aber doch hier auch bei Seems Good. Hi Mob, viel Spaß in. Wie nennen wir das? In der Einöde? Ich gucke euch nebenbei zu. Nebenher. Also zu gucken, nicht zu hören. Zu hören habe ich vorhin gemacht, bevor ich gestartet habe. Jetzt gucke ich euch mal zu. Parallel. Wie ihr 4 Chaoten durch die Einöde wandert, durch diverse Dungeons irgendwie durchlauft. Bunker, nennen wir es Bunker. Ja, und gefühlt euren Spaß eures Lebens habt. Ich merke aber jetzt schon, das ist mir zu wanky, das Spiel. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. Gott, warum muss das denn so ein großer Code sein? So. Jetzt funktioniert auch der Kram wieder. Alle Cookies akzeptieren. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. Kannst du das denn jetzt I Schießen stand finden? before Nein. it, alone Meine and ich. unchanging. So. Ja gut, dass ich live bin, ist klar. Speaking of which, kriegt das der Wort auf Twitter, Nein, kriegt er nicht. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das Skript funktioniert auch noch nicht. So, Inactivity, sir. So, da haben wir gleich auch noch was zu tun. Ja, blablabla. Es gibt noch einen Probelauf. Stimmt. No purpose. Das ist auch neue Gebiete. Wo ich nicht reingehen werde. Warum auch? Warum sollte ich? Erstmal Standardgebet. Oh, Lena. Natürlich die Opferbogen. Was auch sonst. Ja, wie gesagt, da gehen wir nicht rein. Brauchen wir nicht. Wir haben alle Charaktere. Von daher easy life. Was sagt der Händler eigentlich? Es gibt neue... Oh ja. Ja gut, die werde ich auch nicht mehr brauchen hier. Die Charaktere habe ich auch schon voll. Waffentechnisch könnte aber spannend werden. Königliches Großschwert, was kannst du? Basisangriff 44. Zweihänder mit 6% mehr Angriff. Erhöht die Crit-Treffer beim Verursachen von Schaden um 8%. 5-fach stapelbar. Effekt erlischt beim Verursachen eines Crit-Treffers. Das ist belastend. Ich sehe Standardboni, sie juckt keiner. Let's not talk about it, okay? So, wohlklingende Melodien ausverkauft. Habe ich schon tatsächlich. Ist ein wunderschöner Gleiter. Also wirklich. Mondsegen muss ich noch nachkaufen, das stimmt. So. Gut. Vorerst haben wir aber noch
Na? Hier ist so eine Quest, die müsste so ein paar Meter nur entfernt sein, ja. So. Wir haben nämlich noch so ein Abschlussgespräch mit der Tante vom letzten Event. Tatsächlich. Und das werden wir doch jetzt mal führen. Ich muss mal kurz was machen. Moment. Bitte Streamlabs nach vorne. Man sieht sie ja tatsächlich so ein bisschen. Ich habe da einen neuen Mitbewohner hier. Der kleine süße Raiden. Hi, meine Rettung. Deine Rettung? Wieso deine Rettung? Was ist denn jetzt los? Also habe ich wieder was verpasst? Ja, nee, also... Huh? Isn't that Charlotte? Was macht Charlotte hier? Pretty please with the cherry on top, Charlotte. Journalist extraordinaire. Please tell me you're joking. Huh? I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be. I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. Oops. I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. Okay. I need you to calm down a little, Miss Lapine Pauline. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big-ticket orders. Aber... So, du sitzt 2 Stunden am Flughafen. Da, dann bin ich ja wirklich deine Rettung. Weil die 2 Stunden wirst du definitiv ausfüllen mit mir. So, alternativ hättest du natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal gucken können. Theoretisch. Da ist auch noch ganz viel Genshin nachzuholen. Dann siehst du auch, was du verpasst hast. Big Brain Time. Erstmal schön heimliche Werbung für YouTube machen, weil ich es kann. Das wäre zu einfach. I mean... Es würde Sinn ergeben, ne? Also... Wäre zu einfach und würde Sinn ergeben, richtig. Kostet genauso viel Datenvolumen. An der Stelle. Aber der Vorteil ist, du hast die Sachen relativ zusammengekattet. Ohne die anderen ganzen Sachen dabei. So. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. Oops. Oh, Paimon sees what happened here. Oops. Sounds like the report Lapine Pauline read in the Steamberg wasn't in the news section after all. Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't gonna get you far. If anything, it'll just make you stand out all the more. Since we ran that story, the Maison Gardiennage has made a slew of arrests, including, one phantom blubber beast, a titanic red-crowned finch, and a specter man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it, and investing so much Mora for nothing. Das tut weh. So, ja gut, dass es nicht über die mobilen Daten geht, war mir klar. Nein, ich meine nur, so im Allgemeinen. Belastet das WLAN weniger und dann kriegst du bessere Qualität. Weil das WLAN sich denkt so, Bruder, ihr habt nicht so viele Ressourcen, wie du brauchst. Ich geb dir mal weniger. So, geht das nicht? Soll ich hier gleich auch, die wenigen Fotos schicken, die ich hier in Italien gemacht habe? Also wenn das Fotos von Sehenswürdigkeiten sind, nein, danke. Fotos von euch
Why not? I take all family photos I can get, I guess. Warst du eigentlich auch was mit Mama drüben oder mit wem warst du alles da? Schule? Sind doch nur 102. Nur 122 Fotos. Das sind mehr, als ich im ganzen Jahr gemacht habe. That's terrifying. Und ich habe auf der Dokumi viele Fotos gemacht. Von Autos. Also dafür, dass du nicht nachgezählt hast, ist das eine sehr spezifische Nummer. Oder es war gerade Sarkasmus. Und dann frage ich mich, warum zählst du sowas nach? Und du hast einen extra Ordner dafür angelegt, wo 122 Bilder drin sind. Wieder klarer Fall von wäre klug gewesen, ne? Oder beziehungsweise wäre jetzt so einfach. Dieser Moment, wenn man am Flughafen sitzt, einfach total Langeweile hat und einfach nur noch zählt. Wie viele Fotos habe ich eigentlich gemacht? Okay. Oh boy. Uh-oh. So Lupine Pauline's whole research project is based on a fictional story? Which means we're not gonna get a big bonus after all. But more importantly, she's gonna lose everything she's invested. Traveler, Paimon, you're back. Hat sie gerade wie eine Katze gegrinst? Nee, habt ihr heute Morgen gezählt, also gegen 7 Uhr. Oh boy. Beziehungsweise, oh girl. Ja, jetzt, mal ohne Witz, mit wem warst du da? Familie oder Schule oder alleine oder... Hau mal raus. I was in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lupine Pauline about her research. She told me about your collaboration. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. I unfortunately had to dash her hopes, and I'm afraid all your hard work was in vain too. She's desperately trying to find a way to rescue the project and get you the Mora you're due. I've tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us too. Also so eine Art Klassenfahrt It's such quasi, a okay. pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. Wait, Miss Lupine Pauline, what are you doing? I'm gonna pick a fight with a Gardamek, head to the opera at Biclez, and get a one-way ticket to the Fortress of Meropide. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Whoa, there's no need to go that far. I mean, come on, look at you. You wouldn't even dent the Gardamek's armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your debts. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? How bad can it really be? 270,000 Mora. Okay, well, escaping to the Fortress of Meropide over a sum like that seems like a last resort. Surely there must be other options. Not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last Mora into this project, and now I'm left with nothing.
It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. Also Punkt 1 war schon uff, ne? Aber Punkt 2 ist eher so, really girl, that's your problem. So, egal. Verzweifeltes Lachen. My life is over. Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many applications that you've never even considered. Really? Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe it. If this is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. My big-ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Weißt du, sei doch erstmal froh, dass du dein fucking Leben rettest, anstatt darüber nachzudenken, eine fucking rich person zu werden. Billionaire. Also, wie nennt man das auf Deutsch? Milliardärin? Ja. Klingt scheiße. Oh, maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. You shouldn't rush things that hard. Come on, stop daydreaming about your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one basket before things are even off the ground. Je größer der Ehrgeiz, desto leichter ist es, enttäuscht zu werden. Der bessere Weg ist es, nüchtern und sachlich an eine Sache ranzugehen. And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't believe I didn't think of this sooner. Oh, Mädel. Fang dich! There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? She just ran off. Paimon's pretty sure our advice went in one ear and out the other. Oh, yeah. It's understandable. When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. A lot of journalists are the same way when they're first starting out. But don't you worry. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Her research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes, and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. It's reassuring to know that you'll be looking out for her, Charlotte. Ja, das ist eher so ein Charlotte-Ding. Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? I'm sure you'll have plenty of chances to use it on your travels. It takes the right person to get the most out of a new technology. In your hands, it's sure to capture some amazing sights. Neue Screenshot-Funktion. Charlotte? No bonus, no biggie. This makes everything worth it. You're welcome. I got something out of this too. The beginnings of a very interesting news story. The boundaries between real news reports and news-like fiction must not be blurred.
even when there's a compelling justification for doing so. Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. Na, dann schauen wir doch mal. Bei mir, also Düsseldorf hat aktuell 1,4 Grad, Bayern geht gerade unter im Schnee. Rostock auch. Das ist so der Input, den ich habe. Also es ist kühl in Deutschland. Bei mir im Zimmer, ja gut, bei mir im Zimmer ist easy, ja. Ich habe dauerhafte 18 Grad hier drin, was okay ist. Mit einem leichten Schauer, der durch die Wohnung wandert. Aber da mein wundervolles Kraftwerk unterm Schreibtisch jetzt wieder läuft, bin ich schon wieder bei 22 Grad, also. Do it! Make your dreams come true! Passt. Ich habe die gar nicht mehr hier, sehe ich gerade. Hallo, hallo Background Kid. Ich hole sie mal kurz. Das Belastende daran ist halt jetzt, das ist ja auch noch passend zur aktuellen Jahreszeit, weil es ja eine Weihnachtsmütze ist. Theoretisch gesehen. Ja. Ordentlich. Das Lustige ist nämlich, dieser Charakter kennt zwei Mützen. Einmal die normale und einmal die Weihnachtsmütze. Das ist tatsächlich die Weihnachtsmütze, weil sie hier ein bisschen flauschiger ist auf dem weißen Teil. Die normale Mütze hat einfach nur... Ich glaube, das ist einfach nur so eine total normale Beanie-Mütze. Ganz normal mit Öhrchen und halt Gesicht. Aber das hier ist halt mit so Flausche-Rand. Weihnachtlich. So. Spezialanalyse Zoom-Objektiv. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt damit zu tun hat, Alter. Nachdem du das Spezialanalyse-Zoom-Objekt im Inventar oder über den Hilfsmittel-Schnellzugriff aktiviert hast, kannst du diese spezielle Zoom-Funktion bei Gebrauch eines Fotoapparates verwenden. Nachdem Charlotte diesen Gegenstand verwendet hat, kann ihre Elementarfähigkeit Aufnahme, Gefrierpunkt Komposition beim Gedrückthalten nicht mehr die ursprünglichen Effekte auslösen, sondern Fotos auf eine ganz andere Art und Weise aufnehmen. Wait a minute. Das heißt, das ist ein Item. Ja, ist okay. Das ist ein Item, was charakterspezifisch zu nutzen ist. Okay, that's interesting. Not gonna lie. Was haben wir hier? Nachrichten. Oh boy. Anju schreibt über Angeln. Okay. Eines Abenteuers haben wir gemeinsam unzählige wundervolle Erinnerungen geschaffen. Dank der Unterstützung aller Genshin Impact. Aller hat Genshin Impact den PlayStation Partner Awards gewonnen. Als Dankeschön werden wir dir vom 2. bis 5. Dezember insgesamt. Yo! Ja, moin. Das Spiel ist halt auch ein Dauerbrenner, ne? Das muss man denen echt lassen. Nicht umsonst ist es das meist gestreamte Projekt auf meinem Kanal bald. So Spezialzoom-Objekt, ja okay. So, auch nochmal Urgestein. Was willst du jetzt von mir? Oh, ich hab... Oh ja. Der Daily ist fertig. Das werden noch mehr gleich. So. Jetzt kommen wir dazu, wofür ich eigentlich online gegangen bin.
Die... Moment. Existenz eines Wasserunholz. Celexius fantastische Abenteuer. Celexius? Hola, Chris! So hard to pick the perfect gift. Okay. Verstehe. Das ja, spielen sie wild. Wild. Die Anglergilde ist da. Ja, klasse. Und es gibt keinen Teleporter in der Nähe. Oder was ist falsch bei euch? Na gut, ich schwimme einfach hin. Auch gut. Let's go swimming, let's go swimming, let's go swimming, swimming, swimming. Mit Rain. Ew. Also das Rain wie eine Meerjungfrau schwimmt ist schon tricky. Was habe ich überhaupt für ein Team draußen? Was ist denn das? Hunter-Team. Erstmal das Standard-Team hier rausholen. So. De La Roche, hallo. Was geht? Das ist schön, dass du das tust. Das hast du mir schon 1000-mal gesagt. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Wilde Gedankengänge. Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? Können wir kurz darüber reden, dass die gleiche Synchronsprecherin ist wie für diverse Melusinen? Ich höre diese Stimme, gucke nicht hin und habe eine Melusine vor den Augen und keine Lady. Musst du nicht verstehen. Geht's ja, musst du nicht. Ich zeig dir gleich, was Melusinen sind. Oh, so you're adventurers. Oh, finally. Someone has heard my prayers. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got 2 super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora. Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Araneus have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Es kommt bestimmt ein Aber, ja genau. Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run, so... So, you'd like us to investigate the spot for you? Exactly, you're right on the Mora, so I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? Wir haben uns bereits vorgestellt, wir sind Rio und Paimon, die 2 berühmtesten Adventurer in ganz Teyvat. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the 2 of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. Water Imps. Ah ja! Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Thelxie.
The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Tauxi. A child-eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Fairy Tale. Eine farbige, schöne Schlange. Ich finde die Übersetzung wild, um es zu zensieren, ne? Bin gespannt, wie viel Dedication du hast für die Dialoge. Jetzt sag mir nicht, ich muss die ganze Scheiße selber lesen. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them all. Pretty terrifying, isn't it? Können wir mal kurz darüber reden, dass das eine Mischung aus den Geschichten vom Kappa, von Sirenen, von dem Kappa und den Sirenen ist? Das ist wild. Wir haben das nicht, aber ach, du wirst es schon sehen. Wenn's Dialoge sind, die gelesen, also die gesprochen werden, höre ich sie mir komplett an. Und mit komplett meine ich auch komplett. Und auch der Faktor, dass ich mir Antworten ernsthaft überlege auf das, was da geredet wird, bleibt auch vorhanden. Sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Irenaeus. That's no laughing matter if you ask me. Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish ships on the island can understand human language. Können wir mal kurz festhalten, dass Hearsay, also Hörensagen, tatsächlich auch ein englisches Sprichwort ist? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, not gonna lie. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Richtig. Kling! So, jetzt wird's wild. Ich muss leider ausmachen. Ja, gut, okay. Dann, viel Erfolg, deinen Aufenthalt im Flughafen zu überleben. Das ist tatsächlich ein Wort, was existiert. Bye bye. I just need to have patience. Oh, come on. Was hast denn du so? Muss mechatechnisch Testmodell. Das ist ein Dekorationsbauplan. Ein Dekorationsbauplan juckt mich nicht. Ach so, ja, stimmt. Wir haben jetzt einen Einhänder, das ist ein Rohr.
Es gibt jetzt Mecha-Fische, die man fangen muss. Are you fucking serious? Nee, warte mal. What? Seitensperr, wenn es dir gelingt, die Spannung zu halten, kannst du mit dieser Route die Dauer, in der die Fische kämpfen, kontinuierlich verkürzen und damit deine Erfolgsquote beim Angeln erhöhen. Das ist nur im Gebiet wirksam, also im Gebiet von Fontar wirksam. Hof. Und die Fische, die ich dafür fangen muss, sind wild. Was haben wir denn hier so? Standardfische. Speaking of which, wo wir gerade eh schon hier sind, Karte. Nein. 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 Danke. Ich von hier irgendwo noch so einen Angelplatz? Mir fällt gerade so spontan auf, Angelplätze in Fontar finden ist nicht so easy going, wie ich es mir hoffe. Ach komm, machen wir mal einen Testlauf hier zum Angeln. Oh, hier kann man echt alles fangen. Na dann. Ja, ich bleib bei der Mundschnur tatsächlich. Plus. Kann hergestellt werden. Hab ich denn? Hi. Hab ich denn? Hab ich nicht. Doch, habe ich. Ich hab die Rezepte. Okay. Rezept saurer Mandarinenköder habe ich. Und der Mecha Leuchtköder. Kann ich beide herstellen. Zum Thema Probelauf. So, wo ist die Mission? Oh, back there. Alright. Guess we're covering this place then. Ich habe mich gerade, Chris? Tu mir mal einen Gefallen. Schreib mal Ausrufezeichen Points. Dann später irgendwie nochmal. Du bist gerade der Einzige, den ich tracken kann. I think the next one's right. ,5 Stunden mit 25.000 Punkten, alles klar. Dass das Eichhörnchen gerade nicht flüchten gegangen ist, ist ein Wunder. Ja, belastend, Chris. Das wird mir jetzt stinken, wenn ich du werde. Ich sehe wieder Köter und krieg einen Krampf. Nein! Nein! Fucking what? Wie geil ist das denn? Wir haben den fucking gestiefelten Kater in Genshin. Wie gut! Bitte lass es ein Event kommen, wo dieser Typ... Also... Ja, genau, Gabler. Man nennt es auch Gabelstapler.
Nein, aber, Digga, es gibt den... Wie gesagt, bitte lass ein Event kommen, was mit dem gestiefelten Kater hier zu tun hat. Und bitte lass es ein Haustier in der Kanne werden. Ich brauche ihn für mein Dojo. Oh, shit. Ist das geil. Der Köter kann mir gestohlen bleiben da drüben, aber der gestiefelte Kater muss sein. Afternoon tea. Erstmal verloren. Erstmal wieder gambeln, Chris, ne? War klar. Oh gut, an der Stelle muss ich dann eher auf die Stunden achten. Du hast aktuell 2,5 Stunden. Angeblich. Nur. Komm, gehe ich mal mit hier in den Boss rein, mal gucken, ob wir Spike auf den Arsch treten oder nicht. Today's no good for going out. Wurde mir das Quest jetzt angezeigt hier, als Weltenquest? Nö. Gut, dann mache ich mal kurz was. So. Hakuna Matata. Hi, Tobi. Diesen Satz sage ich gern. Hakuna Matata. Gilt stets als modern. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Gilt stets als modern. Ah, aber gut. Als modern. Easy Solo heißt er. Hast du gerade die Heist gemacht? Hast ein Solo durchgegangen? Das fick dich, Chris. Eins der Dieb. By the way, Ihnen sollte es bereits auffallen, das Skript funktioniert noch nicht. Ja, ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Okay. Ich habe gerade was gefunden in Genshin, wo ich mir denke, ich brauch's unbedingt. Was gibt's denn in Genshin? Es gibt ein neues ziviles Tier. Und zwar ist es eine Katze mit Degen und Hut. Mit Degen und Hut. Aha, sie haben den gestiefelten Kater eingebaut. Oh mein Gott. Das ist cool. So geil. Er wird wahrscheinlich nicht so cool sein wie der richtige gestiefelte Kater, den man kennt aus Shrek, aber Bruder, es ist ein gestiefelter Kater. I fucking need it for my teapot. Das stimmt, ja. Really do. Digga, der gestiefelte Kater in meinem Dojo, Alter, das wäre so geil. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, Alter, bitte. Lass hier nicht nur ein Sidequest-Tier sein, sondern bitte lass ein Event um den rum passieren. Der Live-Checker geht auch wieder. Bingo! Sehr schön. Das Muss ich so mal wieder die Liste von jedem, der irgendwie hier auf dem TS streamt. Oh Gott, oh nein, jetzt ist wieder... Okay. Harmonische Posaune, Einführung zum Spiel. Die harmonischen Posaunen erfordern die Wellen, die durch das Zerplatzen von Taublasen entstehen, um aktiviert zu werden. Die Anzahl der oben abgebildeten Runen zeigt an, in welcher Reihenfolge die verschiedenen harmonischen Posaunen in der Gruppe aktiviert werden sollen. Wenn mehrere harmonische Posaunen dieselbe Anzahl von Runen haben, musst du sie gleichzeitig aktivieren. Das ist schwierig. So, Moment, was? Wir haben gegen Kenji gekämpft? Wie kam denn das Kenji um die Ecke? Ach stimmt, Kenji ist auch ein Zwei-Spieler-Boss. Hoppala. Kenji. Ja, der gute alte Kenji vom Boot, du. Arr! Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Ja. Der gute alte SOT Kenji. Dann haben wir ja noch Ray. Wo kommt der her? Oh Gott, Ray? Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Tobi-Projekt. Ja, warte, mir sagt er auch was. Ist nicht Ray, nagel mich nicht fest, ist nicht Ray Star Citizen? Ja, Ray Star Citizen gewesen. Siehst du mal. Mein Heihachi für Arme. Aber ich finde halt immer noch 10 out of 10 Premium, dass sie die Frisur reingebracht haben. Was ich aber scheiße finde, ist, dass sie mir die lilanen Augen weggenommen haben. Ich dachte, die gibt's noch. Ich hab Nein, gespielt, die lilanen haben sie rausgenommen. Also zumindest darf ich sie nicht mehr auswählen. Deswegen hat er ich glaube seit Version 3.0 ist es sogar schon, hat
hat jetzt relativ hellblaue Augen bekommen von mir. Ah, okay. Okay, ich sehe Ärzte, die ich haben will. Ich sehe aber auch so ein paar Dullis, die diese Ärzte bewachen. Klarer Fall von Arschtritt. Ein paar Dullis. Ich merke gerade, ich habe keinen Zweihänder dabei. Das Team ist nicht so geil für Ärzte. So, erstmal hier wieder durchskippen. Bla. So. Komm, Lisa. Zeig mit Yui und Baiju, was du kannst. Guten Tag, die Herrschaften. You've been a naughty boy. The doctor will see you now. Blitz. Au. So, du willst Fernkampf machen? Here come the fireworks. Zeig mal, wie Fernkampf geht, Freundchen. Fire hazard. Gott, meine Yui ist so räudig stark, Alter. Das ist fast schon beängstigend. A bitter pill to swallow. Hoppala. Ich weiß nicht, welche Message of the Day ich beim Minecraft-Server lieber reinpack. Entweder Jannis ist Saarländer. Ja, oder? Was gibt's denn noch zur Auswahl? Ja, komm, hau raus. Ich bin gespannt. Kevin ist alt. Jo. Standard. Papa ist wieder da. Gibt's denn noch für ein Meme? Also für das hier brauche ich definitiv eine andere Truppe. Da kommt wieder der alte Squad raus. Wo ist er? Da. Und um einen gewissen YouTuber zu zitieren: Chong you my boy! So, dann testen wir mal, ob das Server-Icon, wie das aussieht in Links. Ich kann ja gleich ein Bild schicken, wenn du willst. Ja. Aber ich bin ziemlich confident, dass das zufriedenstellend ist. Ja, das glaube ich auch. Sonst muss ich nur den Server einmal neu starten. Der Witz am Ganzen ist, der Server ist einfacher neu zu starten, wenn ich mich auf den Server einlogge, als wie auf unseren richtigen Server. Ich gebe jetzt einfach hier im Chat nämlich /stop ein, dann hört der Server auf und durch das Skript, was ich geschrieben habe, startet er automatisch wieder. Easy. Das heißt, der Server restartet auch nicht automatisch. Okay, das ist doof. Ja, aber ich glaube, es geht. Und wenn dann, mein Gott, dann connecte ich mich kurz und dann ist das. Weil so ein Restart-Skript tut dann wieder mit dem Skript zusammen interferieren, was ich geschrieben habe, damit er wieder startet, nachdem er stoppt. Oh. Weil sonst will er den Server restarten, während er schon startet und dann, das hatte ich vorhin und dann... Okay, was haben wir hier? Energiepotenzialkugel. Wie habe ich die denn jetzt schon wieder getriggert? Egal. Sie kann Energie des xenochromatischen Poing-Poing-Oktopus empfangen, um sie in akkumulierte Energie umzuwandeln. Und diese, sobald die Energie unterbrochen ist, abzufeuern. Basierend auf der Richtung, in die die Figur in dem Moment blickt und der Menge der akkumulierten Energie. In der Nähe der Herausforderung der Energiepotenzialkugel sind häufig die goldenen Markierungen zu sehen, die deine Figur erkennen können. Der Zielkreis der Energie... Was? Energiepotenzialkugel wird erst dann erscheinen, wenn sich die Figur neben einer dieser goldenen Markierungen befindet. Okay, juckt mich gerade eher semi. Wo habe ich das jetzt wieder getriggert? Wo ist das Scheißding? Wahrscheinlich irgendwo unter Wasser in der Nähe. So, ihr habt dir mal ein Bild geschickt. Ach, das ist das, was gerade aufgeploppt ist auf meinem Handy. Ja, ja. Ja, doch. Ja, sieht ganz ordentlich aus. Es sieht weihnachtlich aus, sagen wir es mal so. Ja. Ja gut, ist halt blöd, immer mit dem Skinnex Craft Logo davor. Damit machst du eigentlich gefühlt jedes Bild kaputt, aber wir haben zumindest im Hintergrund was, wo wir wissen, es passt. Ja. So. Mein Ziel ist da vorne. Nee, da vorne. Also am Rätsel vorbei. Okay, ja dann gucken wir da mal. Und ich
versuche gerade, es hinzukriegen, dass das Icon automatisch, wenn ich euch die Datei schicke, mit drin ist. Das wäre natürlich am coolsten. Aber ist noch nicht so einfach. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wir sollen Fuß... Ach, da sind die Fußspuren. Fußspuren? Nee, Ich wusste es. Ah, der gute alte Rainbow-Meme muss halt. Nee, jetzt haben sich die Kopfhörer schon wieder disconnected. Wirklich, ich krieg so einen Anfall, es wird Zeit, neue zu holen. Oder Die Spur der Fuß... also, es wird Zeit, Weihnachten. Pretty fresh. Aber ich höre dich gerade nicht. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Ich habe jetzt schon eine Prediction. So, jetzt höre ich die wieder. Ach, Digga, und ich höre dich nicht mehr. Wait. Did you hear something just now? Und ich höre dich wieder. Und ich höre dich nicht mehr. Alter, Grummel, Grummel, etwas kommt vom Wasser her. Warte, bevor ich jetzt weiter drücke. Ich habe eine Prediction. Diese Fußspuren kommen von Fremitnet. Grummel, 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 Grummel. Das Geräusch wird lauter. Platsch und schon war es an Land. Es ist ein Fremitnet im Taucheranzug. Sag ich doch. Gott, Paimon. Traveler? Hi, Fremitnet. Ich habe ihn tatsächlich richtig geschrieben, nur dass über dem E noch ein Apfelfrüffchen gehört. Und dann? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Ach, mein Gott. Aber dafür habe ich mir wenigstens richtig geile Kopfhörer jetzt bestellt. Das ist gut. Sonst sage ich hier komplett ab. Ich finde es gut, wie meine Slotmaschine die Leute Stück für Stück hops nimmt. Slotmaschine im Stream? Ja. Ich habe eine Chat-Slot-Maschine. Also eine Emote-Slot. Sehr geil. Ist witzig. Das Lustige ist, du hast alle möglichen chilling Emotes. Du hast Kappa, du hast Kappa Ross, du hast Lul, du hast, wer ist der andere? Keine Ahnung, wo er halt so hier verzweifelt guckt. Du hast, like Pixel Ross, genau, Not Like This, genau. Du hast auch den Trollface mit drin. So diese ganz typischen Emojis, alle sind normale Slot-Punkte. Und dann gibt's natürlich, meme-technisch, die Lucky 7. Sehr Der geil. Jackpot. Geht das über Channel-Punkte oder worüber geht das? Das geht über Chat-Punkte. Also die guten alten User-Points. Ah, ja. Kanalpunkte, ach komm, die verschwende ich doch für sowas nicht. Junge Slots? Okay, warte mal, ich will das mal probieren. Wie viele Punkte habe ich denn? Du dürftest noch um die 30k irgendwie rumkrebsen haben. Na, sogar 40k. Knapp. So, und was mich eingemacht für Slots? Ausrufezeichen Slots, genau. Okay. Ah. Hurensohn. Junge. Nebenbei hat ein Cooldown von 10 Sekunden nur? 20? Roundabout? Boah, geil, Junge, da kann man richtig reingehen. Du kannst richtig reinspammen. Okay. Das sind 30, okay. Ja, 30. 30 pro Person, 10 für das Skript an sich. Okay. Okay, aber das ist fein. Hallo Fremitnet. Paimon, are you okay? Hat schon wer gewonnen? Ja, aber Chris hat auch nicht so viel Glück. Ja, aber Chris hat zumindest da vorne was gewonnen mit Kappa Ross. Genau, Kappa Ross war's. Ja, und da vorne Not Like This. Huh? A water imp? Ziemlich Frechheit. Ja. Es gab schon auch öfters die Lucky 7 in doppelter Form. Aber Okay. das reicht halt nicht. Na, ja, das Du ist nicht brauchst scheiße. die Lucky 7 in dreifach und dann kassierst du richtig. Ich glaube, das sind 750 Punkte, die du dafür kriegst. Dafür, dass du nur 50 Punkte pro Roll reinsteckst. Ja. Also, Verdienstmöglichkeit ist da für unsere Gambling-Süchtigen. Und ich habe so einige in meinem Chat. So, komm, lass mal einen Boss machen. Jo! Du weißt aber schon, dass 5000 nicht reintriggert, ne? Boss hat immer eine feste Participation. Achso, okay. Ja. Du kannst eine Heist machen mit 5000, aber dann schickst du uns alle zur Hölle. Achso, das stimmt. Ja, komm, wir machen Heiß mit 5000. Ah, Jetzt habe ich einen 500er gestartet. Ach, ficken. ja, gut, dann komme ich wieder mit der Lucky 7 rein. So, nice Lucky 7. Bin ich auch mal dabei.
Das hat er vorhin die Solo-Heist geholt mit 1000. Der Hund. Maschine. Wir ermitteln gerade nach dem Wasserunhold Lexi. Ja. Thelxie, you say? Ach, Felxi. How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else is trying to investigate the water imp? Warte. Bevor er antwortet. Fremitnet hat diese Tale erfunden, damit er in Ruhe tauchen kann. No, I think our situations are probably unrelated. Aber ich kann Sure, wieder in die Slots if that's in order. Alter! Fremitnet! Welche? Da merkt man wieder, dass der Typ bei den Fatui arbeitet. Ich schau mal kurz rüber. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie ein Kabel habe. Mir spackt hier gerade mein Kabel ab. Oh weh. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich verliere jetzt den Heiß, während ich weg bin. Ne? Ich wüsste, wie er den Heist verlieren würde. Indem man Chris uns zur Hölle schickt mit einem vierstelligen Wert, aber ist egal. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Wait a minute. Deswegen kommt mir der Name bekannt vor. War da nicht eine Vorschau? Following her request, I've named the toy Thelxie. Ach so rum. Ja, okay. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on! Fremitnet, you never take commissions from other people! Right? Fragezeichen. So. Verzweiflungsschein coming in 10. Nein, in 5, 4, 3, 2, 1. Frechheit. Okay. Bei uns liegt so viel Schnee, es hört nicht auf. Ja, meine Cousine hat schon gefragt, und ist es warm bei dir? Ich denke mir so, draußen 1 Grad. Jo, Bayern geht unter im Schnee, Rostock geht unter im Schnee. Aber hier in Düsseldorf ist chillig. Yeah, but, she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're 2 of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? Ich glaube, über die Bosse muss ich auch nochmal drüber gehen. Ah, I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. Das hört nicht auf. Ja, nee, ich hatte vorhin meiner Großcousine schon erzählt, die ja momentan in Italien ist. Hat sie gefragt so von wegen, ja, und ist es warm bei dir? Fragezeichen. Ich so, ja, draußen 1 Grad. Hauptsache Tobi hört mich schon wieder nicht, weil sein Netz wieder abgekackt ist. Geil. I will never come to tell the story. If this keeps happening. Got it fixed? No, he does not. La 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 la. Scha la 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 la. Warum krebsen die Jungs in der Ecke? What? Falsch bei den. Mama hat quasi ein schwarzes Bild.
Ah, fuck. Ich glaube, sein Stream cocked up. That's what's happening. Or something, I don't know. Quali bei Glassy Stream ist ja gut. Redet weiter. So, all that about the disappearing fish? Well, it was probably because of me. Was hast du gemacht, Fremitnet? So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... You. Nee, Chris, so wird das nix. Yes, I think that's quite likely as well. Whew. So in the end, it was just Fremitnet. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. Hoax. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Mach dir darüber keine Gedanken, brauchst du Hilfe. Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Okay. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? True. But don't you need to report back to your commissioner? Arrivo. Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip! True. Is that what you'd like to do as well? Ja, Paimon hat recht, glaube ich. I think. Alright, I'll trust your judgment. Please follow me. Rolltreppen, Rolltreppen, I've made a Rolltreppen! makeshift camp over there. Nope. Alle. Ja. Ich find's geil, wie man halt noch einen Spam dazu schmeißen kann an der Stelle. I've stored Thelxie in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie, are you there? Ist schon keiner cute. Hallo! So that's Fremitnet's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. Yep. Had Thelxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Wo befindet sich das Pinguindorf? Da bin ich mal gespannt. It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Thelxie. Nice to meet you. Do you know how to say hello? I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. Jetzt verstehe ich, was du meinst, und nein, das werde ich nicht übersetzen. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Thelxie's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too
too hard. And what's the other thing? The other shouldn't take too long either. You'll need to find Thelxie some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Thelxie have to fight? Mm-hmm. Thelxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Thelxie after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Eine Rolltreppe, naja, nennen wir es Rolltreppe. Lang, kurz, kurz, kurz. Lang, lang, kurz. Lang, kurz, lang, lang, kurz. Lang. Lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, 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 kurz. Oh Gott. I mean. Ich könnte jetzt mir einen Morse-Übersetzer reinschmeißen, ne? Aber nein. Der Binärübersetzer war schon wild, den ich bei, mit meinen Eltern bei hier Lego. Hieß es Lego Dimensions? Nein, Lego Dimensions war das geil an das Ding. Wie hieß es? Dieses Lego-Bauspiel. So mit Bauen, Rätsel lösen muss. Keine Ahnung. Ach komm, einfach aufgrund von ich hab Bock drauf. Ich mach das jetzt. Ja, die Kopfhörer sind so am Abrecken. Das glaube ich dir. Ja, halt die Fresse, Tobi. Wieso hast du eigentlich immer ein Echo von dir selber? Was? Ja, weil du sagst halt die Fresse, Tobi. Weil meine alte Instanz disconnected. Deswegen sage ich immer halt die Fresse. Okay. For meme reasons, I see. Ja. Ja, Chris, erstmal wieder verkackt. Belastend. So, Strichpunkt, Punkt, Punkt. Ja, die Slots können nicht. Das ist voll der Abzug. Arrivo. Ja, small win is a win, mein Arsch. Strichpunkt, Strichpunkt. Punkte, 3 Striche. Ein Punkt, 3 Striche. Punkt, Punkt, Strich, Punkt. It doesn't even make sense. Sehr gut. Es könnte natürlich auch Binary sein, dass... Junge! Was war das denn, Alter? Wer bohrt denn heute? Olli ist wieder am Bohren.
Junge, Olli! Ja, gute Alte. Aber hey, guck mal, du hast 2 Kappas gekriegt und fast eine Double 7. Ja, aber ich will ja den Big Win. Ja, den Big Win, da brauchst du Zeit für. Ach, Digga, es ist so Scam, immer nur die Bank gewinnt. Kevin, mach mal was, dreh da mal am Rädchen. Sag mal. Gleichheit. Ja, nee. Ja, nee. So. Wie gesagt, der Binary Code, den wir da, also der Morse Code in Anführungszeichen, den wir da haben, der macht keinen Sinn. So null und nichtig. Wenn es natürlich Binary wäre, dann könnte es wieder was anderes sein, weil Binary funktioniert ein bisschen anders. Ja, aber das ist nicht binär. Wenn die Striche Einsen sind und die Punkte Nullen zum Beispiel. Ja, aber warum sind da Leerzeichen dazwischen? Weil, binär, ja, aber dann macht die erste Zahl keinen Sinn. 100 ist kein Binär. kann man übersetzen auf den Buchstaben tatsächlich doch. 100. Ja. Ich finde Wein lecker. Binary to Text Translator. Also 100 gibt mir gar nichts raus. Okay, Sonderzeichen. Okay, dann hat sich das. Aber Morse macht auch keinen Sinn. Ja, da ist das einfach scheiße, was die da reingeschrieben haben. Probably. Lass wir den Bot einfach in Morse labern, wie er will. Ist okay. Ja. Whoa, Foxy just said something again! Could he understand what we were just talking about? He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Guck mal. Der Kaparos. Der Kaparos. Ne, das ist nicht Kaparos. Ich nenne ihn Kaparos. Das ist der cool Storybook, aber ich nenne ihn Kaparos. Alle, der so ein Bob Ross steht, das bei mir Kaparos. Ich weiß nicht warum. Das ist aber 8-Bit Ross tatsächlich. Ich will das, du willst es doch auch. Nee, es ist Cool Story Ross, stimmt, hast recht. Kappa Ross haben wir aber auch. Tatsächlich. Deswegen ist es wichtig zu unterscheiden. Soll mal gönnen jetzt. Gönn doch mal! Ja, schlimm. Bin ich mal so fies. Ach komm. Mach ich mal mit. Das Schönste der Welt. Ja, nicht mehr der Streamer gewinnt. Was heißt? Achso, nicht mehr der Streamer, ja, wollte gerade sagen. Vor 4 Sekunden. Arschlecken, sag ich. So, jetzt. Einen die Slots. Wir reden. Ach ja, jetzt habe ich kein Ausrufezeichen geschrieben. Ach, wusstest du, dass du mit Pfeiltasten deine alten Nachrichten nochmal wiederholen kannst? Ach, stimmt, ja, das kenne ich nur von Minecraft. Ja, das geht tatsächlich auch im Twitch-Chat. Das finde ich auch sehr interessant. Ein Handbuch. Das ist ein bisschen spammen. Ach, Cooldown 27 Sekunden, Arschloch. Ich kann ja gleich wieder runterschmeißen. Nein, alles gut, das ist Joke. Lass oben. Zu viel Slotmaschinen links, meinst du? Ja, hey, Junge, sonst vergamble ich alle meine Punkte, du kennst doch meine Spielsucht. Stimmt, vor allem, weil du momentan keine collectest, weil mein Skript wahrscheinlich nicht funktioniert. Also mein Bot funktioniert irgendwie nicht. Achso, das heißt, ich mache nicht mal Punkte gerade? Ja, aber behalt mal den Wert an Stunden im Kopf. Also Punkte, die durch Skripte arbeiten, laufen. Er trackt aber aus irgendeinem Grund nicht mehr die Stunden und die Punkte durchs Gucken oder halt offline dabei sein. Achso, warte mal, ich guck mal, was ich am Anfang geschrieben habe. Hast du vorhin auch nochmal Points geschrieben? Ja, da hatte ich 22983 39205. Ja, okay, also 22983 ist funktioniert ja, also die Stundenanzahl bleibt gleich, okay. Well then.
Aber das Schönste der Welt. So, rein in die Slots, sage ich. Ach, Mann! Was entfernte Netflix schon wieder an Serien? So. Muss man denn auf Netflix jetzt noch schauen, bevor sie es rauswerfen? Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, alles klar? Yo! Okay, das kommt runter. Und was noch? Oh, Steins Gate? Belastend, aber Steins Gate habe ich eh durchgesucht, bis zum Erbrechen. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht geschaut. Ich bin gerade eigentlich am Hunter x Hunter schauen. Ja gut, den Anime ditch ich. Bis heute. Echt? Ja. Hunter x Hunter, genauso wie My Hero Academia und halt auch AOT sind so Animes, die ich halt clean ditche. Ja, okay, My Hero Academy ditch ich auch. Aber AOT, ja, AOT habe ich 3. Staffel aktuell. Ich müsste weiter schauen, aber ich komme aktuell gerade nicht so Lust. Ja. Grund bei AOT zum Ditchen? Also, musst du nicht. Meine typische Mainstream-Abneigung irgendwie. Ach so, halt den großen... Ja, diese großen halt, Hype-Series, sorry, muss leider nicht sein, tut mir leid. Also, okay, verstehe. Ich bin kein großer Freund, auf Hype-Trades irgendwie aufzuspringen, sagt er und spielt Genshin. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich musst du ja absolut die Fresse halten. Du spielst das Anime-Spiel, was jeder spielt. Ja. Du darfst ja eigentlich mal so gar nicht reden. So, gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich Naruto-Fan, gewissermaßen auch One Piece-Fan, auch wenn ich mit One Piece den Track verloren habe. Ist ja okay. Ich bin gerade bei Folge... Oh, wo bin ich? Ich bin wahrscheinlich kurz vor 700 oder so. Wir haben echt zugelegt die letzten Tage. Wir sind jetzt gerade bei Dressrosa. Whatever, I don't know. Don Quixote Flamengo, ich glaube, den kennst du. Ja. Ja, bei dem sind wir gerade. Ja gut, die Probleme, die der Typ hat, habe ich nicht. Aber es ist halt immer noch nicht meine Sachen am Tracken. Das nervt mich ein bisschen. Weil dann die Leute nicht anfangen können, ihr Geld aufzubauen, was mich ein bisschen stört. Aber egal. Was? Worum geht's? Ich habe tatsächlich die Discord Streamlabs Chatbot Discord-Gruppe laufen nebenher. Hatte mal so angefragt von wegen, wie es aussieht, ob mir da jemand helfen kann. Jemand hat gesagt, ich soll einfach mal den Channel und den Bot mal reconnecten. Im Chatbot habe ich auch gemacht, aber das hat auch nichts wirklich geholfen. Er trackt immer noch nicht. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich es nicht schon mal gemacht hätte. Ja, das Problem ist doch, wir haben doch diese Steam-Benachrichtigung da, ne? Oder was meinst du denn? Entschuldigung, ich stehe auf dem Schlauch. Ich bin bei meinem Streamlabs-Chatbot, dass der die Stunden und die ach so, ich dachte, Currency trackt. Ach so. Das Ding meine ich. Und da habe ich halt extra die Discord-Community, bin ich da extra reingegangen und habe da mal angefragt, dass da Phase sein könnte. Ah, okay, ist, okay. Naja, schwierig. Ja. So, jetzt habe ich... So, Genshin. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Also wenn dieses Riesending die Hauptplatine für diesen kleinen Pinguin ist. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Das werde ich wahrscheinlich erst dazu gespammt? Nein, noch nicht, okay. Guck mal, das ist das Board. Die Hauptplatine. Ja. Und dann ist der Pinguin. Finde den Fehler. Oder wurde von Ikea zusammengebaut, ich sag's dir. Ach, meinst du, die Platine ist faltbar? So wie ein Blatt Papier und dann so... Ja. Aber gut, das ist halt dieses typische Problem bei Genshin, das Scaling, ne? Manchmal von Props. Nur der Tisch ist auch riesig eigentlich im Gegenteil. Also der ist tief, aber mega lang. Ja gut, das ist aber Standard hier in Teyvat tatsächlich, dass diese Tische immer so riesig sind von Leuten, die
irgendwas erforschen. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. Ich sehe gerade, was auf dem Tisch liegt und ich habe jetzt schon eine Vermutung, worauf das wieder hinauslaufen wird. Vor allem bei dem Logo. Zahnradrätsel! Doch nicht. What are you? Wege nach dem Drücken den linken Joystick, um den Schaltkreis zu installieren. Kein Tutorial, okay. Oh. Ah, okay. So. Also ich darf maximal 8 installieren. Das ist jetzt straightforward. Aber ich kann auch Schaltkreise, die bereits verlegt sind auf der Platine, kann ich löschen. Okay, das ist gut zu wissen. Problembehandlung abgeschlossen. Länge installierter Schaltkreise 8. Heart be pure. Evil be erased. Mind be purged. World be... I always forget that last part. Ja, nein. Zurück zur offiziellen Fontar-Truppe. Und holen einfach mal das Prinzip. Nein, nicht Mommy raus. Warte, was? Okay. Das sah gerade clean so aus, als wäre sie viel größer. Weil ich zwischendrin Baiju drin hatte. Aber ein bisschen größer ist Lisa, ne? So ein paar Zentimeter. Ah. Kommt drauf an. Meinst du, der Hut macht viel? Ja. You're doing well. Just as I expected. We've taken on a lot of similar tasks before, you know. Oh ja. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? So lala. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Im Gegensatz zu dir können wir unter Wasser atmen. Dank der Wasserelementarpower, die wir durch Furina bekommen haben, den Segen des Wasser-Arkons. Wobei nicht durch Furina, eigentlich durch Focalor. Furina ist ja nur ein normaler Mensch. Mit einer Vision. Oh no, Spoiler Alert. Leute, die noch nicht die Story gespielt haben. Schwierig. Oh. Kristalle. I need those. War das? Nein. Nein! Stopp! Das wollte ich haben. Das funktioniert nicht. It should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. Dankeschön. I need those. Thank you. Oh, gibt sogar 2. Nice. So, was hat gerade getargetet das auf mich? Irgendwas habe ich gerade getargetet. Who has the audacity to target me? Seit fucking wann kann man schwimmen in dem Game? Seit dem neuen Gebiet. Ah. You got the audacity. Hähnchen. Guter Schuss. Ja. Die Unterwassersteuerung auch ein bisschen tricky. Zählt nicht? Zählt nicht. Ach stimmt ja, ich muss ja hier mit dem Schild arbeiten. Dann lassen wir das. So, Quallen, immer wieder gerne gesehen.
This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater exploration and excavation efforts. Here, try it. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Ah ja. All right, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Fremitnets Stimme ist schlimm. Hast du das neue Gebiet eigentlich schon gesehen? Ich? Ja. Nein, ich bin ja gar nicht mehr in Genshin drin. Hätte sein können, dass du irgendwie mal Achso, aber im Internet was gesehen hättest oder so. Nee, tatsächlich gar nichts mehr bei mir. Na dann. Noch mehr Kristalle. It's teasing you at least. Junge, das ist schlimm. Mach mal richtig Bruch hier. Das Einzige, was du nicht tun solltest, ist mit den Heists eskalieren. Aber Slots kannst du ruhig spammen wie ein Irrer. Nee, bei den Heists weiß ich, da gehe ich wirklich hoch. Na. Das Schöne ist halt bei Slots und bei Heists, bei Slots und bei Bossen, Boss. Genau, hast du fixed auf 50 den Verbrauch. Ja, da kannst du nicht so. Das ist noch vertretbar. Dann gehst du nicht so Bruch. Ja. Wo du auch richtig Bruch gehen könntest, das nennt sich Gamble. Gamble? Ausrufezeichen Gamble und eine Zahl dahinter. Dann setzt du besagten Wert. Ach. Ey! Würfelst einen 100-seitigen Würfel. Was muss ich treffen? Alles über 50. Ah, ja, genau! Warte, ich muss meine 500 wieder reinholen. Nein. Achso, ich dachte schon. Das sind die Sekunden, wie lange ich noch Cooldown habe. Ich hab schon losgeschrien. Hey, spiel nicht mit meinem Herzen hier. So, you are... Fremitnet, you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame Destray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Thelxie is going quite smoothly. Ich wollte gerade noch sagen, dass die Kundin, aber gut, das hat er gerade selber gedroppt. There's no Quasi. rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on Thelxie. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. It's really nice to meet you, Madame Destray. Are you Fremitnet's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You are both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. Oh, do you really think so? Ich wollte gerade sagen, bei Paimon verstehe ich's. Beim Traveler? I don't know. Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. So, jetzt, ich muss I meine wouldn't have had to 500 trouble wieder reinholen. Fremitnet here with this commission. Obsessed with the tales Ja, of und water so imps? einfach eins höher nur. Kevin? Mhm. Ist nicht okay. Ich kann nichts für dein Würfelglück. Ich gehe so Bruch. Gehen wir nochmal in die Slots, die bringen mehr Glück. Aus 50 mach 75. Easy.
Brokkoli. Ah, so you don't know anything about my request yet? I would have thought Fremitnet had explained it to you already. Kind of ish. Well, Fremitnet told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. I see. So Monsieur Fremitnet is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right? Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Thelxie, he's infatuated with him. Infatuated? With a water imp? What a brave soul. Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. Huh. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. Okay. It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less! The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Huh? Uncontrollable what now? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. Es war einmal im großen und prächtigen Reich der Wasserunholde 500 Fuß unter Wasser in der Salazia-Ebene. Dort wohnten zahllose liebliche Wasserunholde in Häusern aus bunten Muscheln und Korallen, kümmerten sich tagsüber um die Meereslebewesen und sanken nachts zwischen den goldenen Wasserpflanzen. So lebten sie glücklich und zufrieden, bis der Tag des reisenden Regenbogens kam, der ein wichtiges Fest für die Ankunft des neuen Königs war. Bevor dieser Tag kam, wählten die Wasserunholde eine ihrer wertvollsten Muscheln aus, banden sie mit goldenen Zweigen und Blättern zusammen und überreichten sie ihrem geliebten Prinzen der Wasserunholde. Am Festtag betrat der Prinz eine aus diesen Muscheln gebaute Regenbogenbrücke, nahm die Krönung zum König unter großem Jubel entgegen und beschenkte schließlich alle Wasserunholde mit dem Segen des neuen Königs.
Da muss ich natürlich nicht so viel setzen. Mann. Die Meme-Nummer war es dann halt. Ja, wirklich. Ach, so eine Frechheit. Und guck mal, dich teast die Lucky 7 auch schon. Ja, hör mir auf, du. Zweimal on Spot. Junge, da will wer auf die Fresse. Und der Name dieses Prinzen ist der uns schon bekannte Felxi. Okay. Amazing. Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Felxi. It's like a beautiful dream. But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. Zu Krabi? Hast du noch Kontakt zu Krabi? Ist selten. Sie hat sich einmal letztens wieder in meinem Chat verlaufen und Ne, aber sie hat ja letztes Jahr auch mitgemacht. Nicht letztes Jahr, dieses Jahr, also letztens Season. Deswegen war nur die ist mir gerade eingefallen. Ja. Ich kann sie anschreiben, ob sie Bock hat. So ist nicht. Ich wollte sagen, ja. Also, wenn sie Lust hat, wie gesagt, ist ja komplett frei. Also, man muss ja kein Community-Mitglied sein, um mitzumachen, muss nur jemand kennen. Richtig. Und wenn man natürlich die zwei obersten Admins kennt, ist natürlich schwierig, ne? Ja, wir sind hier natürlich ganz unparteiisch. Das bringt dir keinen Vorteil. Plötzlich Game Mode, nein, Spaß. Wobei man ja eins lassen muss, bauen kann sie. Verdammt gut. Der Tag des reißenden Regenbogens kam wie geplant, aber mit ihm kamen auch zahllose Monster. Sie waren bösartig, brutal und gefürchtet und die dem Gesang zugetanen Wasserunholde konnten ihnen nicht widerstehen. Das Reich wurde erobert, der König getötet, die Wasserunholde alle gefangen genommen und die wunderschöne Regenbogenbrücke wurde an diesem Tag zerstört. Der Prinz entkam endlich unter dem Schutz eines geheimnisvollen maskierten Mannes. Aber da hatte er schon alles verloren und konnte die Tage nur noch mit klagendem Gesang verbringen. Und diese Gesänge können nur von einem Kind vernommen werden, das genauso einsam ist. How could the story end like this? Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. Haben wir einen neuen Spielsuchti? Ehrlich. Macht's dich fertig, Tobi? Noch habe ich nie aufgegeben. Geh doch mal mit 420 oder Lucky 7 rein bei Gamble. Vielleicht gewinnst du. Alles klar. Ich hör auf Kevin. Die Lucky 7. Ich dachte schon, Junge. Ich sehe nur 13, ich wollte schon losschreien. Vergiss mal, dass das auch einen Cooldown hat. Ganze Minute. Tiefer geht nicht. Ja, ist aber auch gut so, glaube ich. Ja. Nein, ich dachte schon. Hey, immerhin, 75. Ja, stimmt, kein Minus. Piep hat dich gerettet. Piep, die Legende. My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Felxi. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. Jetzt habe ich aber auch nur meiner Bommelmütze zu verdanken, Junge, ich sitze hier mit Weihnachtsmütze. Cute. Was lernen wir daraus, Tobi? Meme-Zahlen funktionieren. Die 69 hat funktioniert, die Lucky 7 hat funktioniert, 420 hat funktioniert. Ja. Mir fiel jetzt noch eine andere ein, aber die nenne ich dir jetzt nicht. 69? Nee, die hattest du auch schon. Achso. Die andere, die mir einfällt, die würde zu teuer werden. Teuer? Ja. Was ist denn zu teuer? Ach, die 1337? 13:37 Uhr? Was? Nein.
Im Übrigen zeigt das inzwischen meine Uhr an. Ah. Ich hab die, ich hatte so keinen Bock mehr, die ganze Zeit auf die Batterie zu achten und sie immer wieder einzustellen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich stelle die jetzt fest auf 13:37 Uhr. Ah, sehr geil. Gute Zahl, feiere ich. Ich dachte mir so, was kann man mit einer Uhr eigentlich machen? So, wie kriegt man da eine Meme-Zahl drauf? Klar, 4:20 Uhr würde auch gehen. Aber das ist nicht so meins. 69 ich würde sagen, ist halt du bist kein Blazer. schwierig. Aber 1337? Lied? Ja, doch. Elite ist immer ready. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. Wow! Jetzt sind nur noch 4 Meter Schnee, die da rumliegen. Hast du das Video heute in der Atmengruppe gesehen? Ja, ne? Alter, wirklich. Das ist strong. Bis zur Hüfte stand ich in diesem Schnee drin. Ging gar nichts mehr. I kinda feel it, not gonna lie. Auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh, dass wir es hier nicht haben. Ich bin froh, dass meine Mutter einen Frontler hat, Junge, sonst wäre ich da nicht rausgekommen. Nee. Ich überleg gerade, Tesla hat auch Frontantrieb, ne? Ne, die haben einen Heckantrieb primär, außer die haben den Allradler. Oh ja, ich kann über Tesla, was will Boah, das für ein Antrieb haben? bodenlos, Alter, kommst nicht mehr aus der Ecke raus. Er ist ja nur so. Ja. Wobei man ja zugeben muss, dass ESR bei denen ist ja so krass, dass er gar nicht erst losfahren würde. Er würde sofort stimmt, merken, dass er nicht keinen Anzug kriegt und bleibt sofort stehen. Du kannst Gas treten, wie du willst, passiert nichts. Stimmt, ja. Es passiert einfach gar nichts. Ist mein Auto kaputt? Hallo? Ist es an? Hä? Hallo? Hallo? Auto merkt so, ich dreh durch. Oh, not today. Ach ja. Die Leute, die jetzt schon einen Cybertruck haben könnten, ne? Die wären glücklich bei dem Wetter. Ich hab schon ein paar Reviews gesehen von so einem Cybertruck. Manche sagen geil, manche sagen scheiße. Aber das ist bei Tesla gefühlt immer so. Aber den Tesla Semi finde ich irgendwie geil. Den finde ich wirklich geil. Ist das der LKW oder was ist das? Ja. Den Semi finde ich wirklich absolut geil. Den hat ja sogar inzwischen hier, wie heißt denn der ultra bekannte, prominente Autosammler in Amerika? Meine Fresse. Es gibt viele. Ich meine, ist ein Schauspieler und, also ehemaliger Schauspieler. Ich glaube, der macht inzwischen nichts mehr und sammelt einfach nur noch Autos. Der hat tatsächlich von Tesla auch einen Tesla Semi gekriegt und hat auch eine Probefahrt mit dem Ding machen dürfen. Oh, geil. Das Geile ist, er fährt das Ding und es reicht ja nicht, nur einen Tesla Semi zu fahren. Nee, man muss ja auch zeigen, was das Ding kann. Man holt irgendwo einen Trailer ab, wo noch ein Tesla Semi draufsteht. Na. Und das Ding fährt buttersmooth an, ne? Wenn die Dinger sich durchsetzen, wäre das ziemlich geil. Es ist halt, für den normalen Trucker ist es halt echt eher unvorteilhaft, muss man dazu sagen. Ja, der wahrscheinlich annähernd die Reichweite wie ein... Die Reichweite ist nicht das Problem. Achso, okay. Eigentlich die Convenience ist eher problematisch. Du hast halt nur vorne in der Mitte den Fahrersitz und hinten, rechts dahinter hast du halt einen Gästesitz. Du hast halt noch nicht dieses Ding, wie du bei normalen LKWs oder Trucks hast, dass du dir dann halt quasi eine Wohnung einbauen kannst. Ah, okay, ja, das ist scheiße. Das ist zwar noch in Planung. Das heißt, es ist eher so ein Tagesfahrerding. Das ist ja so ein Tagesfahrding, genau. Ah, okay. Noch. Er ist ja noch nicht fertig. Ja. Ja, oh. He once wanted to make a picture book of his imaginary world. Wenn ich damit jetzt the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Here, you can take a look. Ah, so Zuri's son also saw Felxie as a penguin. Oh, he looks so sad. What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the water imprint is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends.
We'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. Jetzt weiß ich aber auch, warum Leute sagen, sie fühlen dieses Event, weil Storytelling-technisch ist das echt wieder strong. Strong und vor allem auch deep. But if we just need to finish the picture book, why does Fremitnet need to make a Thelxie as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Thelxie and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremitnet here to craft a Thelxie, and then I'll paint the journey with this Thelxie into the picture book. Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question, though. Where will we be able to find a Water Imp kingdom? There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremitnet to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. Oh, so we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the Water Imp kingdom, right? Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously, and the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. So we'll be playing it straight, or, making it a fully immersive experience? Oh, neither of those really sound right. Well, either way, we'll still be able to help, right? Okay. So, Rechtsklick, Klient bannen, permanent. I had to test it, okay? Aber scheinbar scheint die 1337 auch zu funktionieren. Ja, ich dachte schon. Wollte schon ganz böse auf den Tisch hauen. It's all right. Der überhitzt halt jedes Mal beim Generieren. It's not a big deal. I believe in my muss erstmal abkühlen, sagst du die Software. Ich habe überlegt, wie kriege ich eine lustige Nachricht da rein. Und diesen Cooldown finde ich ganz lustig. So von wegen, ja, die muss ich noch runterkühlen. Zuria. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on Thelxie. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? Die 1337, Kevin. Ich habe an dich beliebt. All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. Ich habe an dich beliebt, mein Junge. Zuria sure is a brave and optimistic lady. Sehr, sehr geil. Fremitnet, do you think her plan will work out? Das Belastende ist halt, ich krieg da so langsam so dieses Gefühl, dass in dem Skript, was ich dafür runtergeladen habe, diese Nummern mit Absicht drin sind. Ja, warte, das können wir ja testen. Als Siegesnummern. Das ist so. Ha! Hey! Immerhin hast du dein Geld zurückgekriegt. Oh Mann, oh Mann. Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the Madame was here. Hä?
So. Nebenbei hast du meinen neuen Eimer gesehen? Einen neuen Eimer? Ja. Warte mal. Es ist mit dem Chat dahinter ein bisschen doof, aber... Ah. Ich habe gemerkt, dass das Standardbraun von dem Ding, naja, nicht nur sehr einfach ist, sondern auch auf vielen Untergründen nicht so sichtbar. Aber geil. Also habe ich mir da was zusammengebastelt. Das Schlimme ist, an dem ersten Tag, wo ich das Projekt geplant habe, dachte sich mein ganzer Rechner so, ich nehme nicht. Okay, angelogen! Ah, schade, okay. Dass mein Rechner mich komplett hops genommen hat. Erst ist der Stream abgekackt, dann der Router, dann ist mein GIMP auch noch abgestürzt. So 10 out of 10 mitten im Projekt. Ich dachte mir so, alles klar, jetzt ist vorbei. Jetzt, nee, jetzt geht komplett auf. Das war's dann. Ja, der Tag war gar nicht gut. Aber später habe ich dann doch nochmal gemacht. Fexis Entwicklungsprotokoll 2. Echt nervig. Der ursprüngliche Plan war es, ein Übersetzungsmodul für Fexi zu beantragen, welches demselben Modell entspricht, das auch im Taucherhelm installiert ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass im Lagerhaus keine Ware mehr vorhanden ist. Anscheinend muss ich ein neues Modul, das dem im Helm entspricht, von Hand hergestellt werden. Ich weiß nicht, ob die Zeit ausreicht. Jedenfalls sollten hier zuerst einmal Nachforschungen angestellt werden. Ja. Ah, warte mal, ein Einser ist auch noch da. Versuchen wir bei Fexi ein Sprachausgabemodul hinzuzufügen. Als Sprache wählen wir den alten verschlüsselten Code zum Haus des Kamins. Das hat zwei Vorteile. Ein Vorteil ist, dass sich im Lagerhaus vom Haus des Kamins einige ungenutzte Hauptplatinen befinden. Der zweite Vorteil ist, dass diese Sprache gut zum Übersetzungsmodul des Taucherhelms passt. Dieses macht es einfach, die Bedeutung des Codes schnell zu erkennen und zu testen. Was den notwendigen Versatz der Verschlüsselung betrifft, stellen wir der Einfachheit halber 1 ein. Okay. Nummer 3 sagt: Die Herstellung des Übersetzungsmoduls dauert länger als erwartet. Wenn das so weitergeht, wird der Grundkörper von Fexi beeinträchtigt und wir müssen wohl oder übel die Entwicklung unterbrechen. Man kann zwar durch den Taucherhelm von Fexi den von Fexi ausgegebenen Code entschlüsseln, aber ich befürchte, dass er für andere Leute ein Buch mit 7 Siegeln sein wird. Echt bedauerlich. Fexi, tut mir leid. Wir können dich nicht zum Sprechen bringen. Aber das ist belastend. Hallo Fexi. What is it, Fremitnet? What did you want to say? If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. Huh? This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Fremitnet, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zuria that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... Ah, so that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fremitnet, don't tell Paimon that you also... No. Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors in one state of mind to environmental factors and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains.
Tobi? Ja. Soll ich dich ab sofort Ryan Cornelius Summer nennen? Ja, Mann. Junge. Wir spielen jetzt einfach High or Low. Beziehungsweise High or Lost. Und machen All-In. Oh, Junge. Da geh ich Bruch. Mach nicht, bitte. Ich habe keine Lust, den Kredit geben zu müssen, weil der Bot nicht funktioniert. Nee. Nee, der ist gut. Es ist so schlimm. Jeder, der dieses Feature sieht, ne, und Zeit hat. Es ist so schlimm, ne? Jeder fängt an zu gambeln. Junge, warte, dürfte ich jetzt nicht? Warte mal. Jeder. Oh! Komm ran. 40k. Junge. Also lustig ist, jetzt ja nicht nachgucken müssen, weil da steht sogar. Ah, stimmt, ja. Okay. Hey! Rainbow Kappa. Den breche ich auch noch. Ey, ich habe jetzt eine MOTD gemacht. Mhm. Ich schicke dir mal kurz ein Foto, ich will wissen, ob es approved ist. MOTD? Ja, das, was in der Serverliste steht. Mhm. Startdatum. Kann man mehrere Sachen wählen? Okay, gut. Ja, natürlich ist das approved. Hallo? Finde ich gut. Können wir nebenbei kurz darüber reden, wie viele Slots du da eingebaut hast? Aus Meme-Gründen? Ja, ich dachte mir so, das passt, glaube ich, ganz gut. Oh boy. Einfach fucking 420 Slots, natürlich, klar. 420. 420, Bro. So, es haben tatsächlich Leute für heute gestimmt? Das ist mit denen falsch. Okay. Habe ich tatsächlich auch. Luca und ich sind das bis jetzt. Ja. Nächste Woche Samstag. Wäre ich dabei? Tatsächlich. Freitag geht nicht, Donnerstag geht auch nicht. Na komm, Montag bis Mittwoch kann man auch irgendwie einplanen. Morgen wird eher schwierig. Komm, im Ernstfall nehme ich auch noch heute mit. Also, ich glaube, am liebsten wäre mir tatsächlich heute, weil ich bin ja ab dem 11. weg. Und falls dann was ist, kann ich es noch fixen. Wenn wir erst am 9. oder am 10. anfangen, dann wird es schwer für mich. Ja. Das Problem ist halt nur, ich sehe gerade aktuell auf meinem zweiten Bildschirm zumindest einen Member, der nicht da sein wird. Heute. Heute? Mhm. Der werte Psychoblade, weil der ist beschäftigt mit den 3 Gauchos da unten. Lethal Company zu spielen. Ja, ich bin ehrlich, ich werde das nach Massenabstimmung machen, wo die meisten können. Mhm. Weil sonst wird das nichts, weißt du? Mhm. Sie meinen die Ursache dieser Krankheit? And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even pass away. What? It could get that serious? And here Paimon thought they'd just stop talking as much. Yeah, that's just the nature of it. So, if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, Warte, ich zeig dir mal, wie das geht. I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon einiges durchgemacht, das kriegen wir schon hin. Alleine schon diese Situation rauszufinden, dass dein Erzfeind deine eigene Schwester ist. Katastrophe. Weltenbruch. Yeah, that's right. Paimon's seen all of those things too. No matter how hard it might get, we won't be scared. Really? Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you've described, then do you really think Zuria's method will be able to help? After all, we'll just be using a toy as Thelxie and some ruins as the Kingdom of Water Imps.
The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart. But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Oh, Paimon sees what you're saying now. Huh. How do you understand all of this so well, Fremitnet? Well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it, so I believe in the power of fantasy worlds. So you remembered. What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark! Hey, why did you put that on? It's just one of my personal quirks. Please pay it no mind. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make Pear yourself? Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Tobi, weißt du, was das Problem ist? Was? Du sagst gerade, Vote endet heute 24 Uhr. Ja. Damit ist der 2.12. instant raus. Eigentlich. Stimmt, ja. Nur mal so als... Ja, warte mal, ich bearbeite mal meine Nachricht. Aber aktuell scheint nächste Woche zu stehen. Da ist auch Psycho dabei. Ja gut, Freitag kann ich nicht, da bin ich auf Firmenessen, ist halt belastend. Donnerstag, obviously. Pizza Day. Bei den Eltern. Fremitnet, are you sure you're not losing control of your fantasies as well? No, I don't think so. I can still differentiate between fantasy and reality. Ganz faul, I just believe that the fairy tale world of my dreams 20 Uhr der 2.12. gewinnt dann. somewhere. Egal. Ich mach mir den Stress nicht mehr, mach das und such dafür jeden Tag. Or it will only reveal itself at very Weil das habe ich von letzter Season gelernt, dass ich das nicht mehr mache. Genauso wie irgendwelche Events oder so. Yeah. That's the general idea of it. Really? Paimon just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? Well, if that's in order. Ja. Hey, now's not the time! Fremitnet still has Dulcie's weapon to make
We don't want to bother him now. Right. I still have to collect some tools I'll need to craft the weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my helmet. Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. Weißt du, dass mir jetzt erst auffällt, dass sein Helm ein Pinguin darstellt? Ist schon bitter. Wenn ich bedenke, wie lange es den Typen schon gibt. Was? Ja, der gibt es seit Anfang des Gebiets. Ich bin's, Tim. Der Semi-Jackpot tatsächlich. Der absolute Jackpot ist immer noch Lucky 7. You still got a gold for you. Aber das dürften jetzt gerade 500 Punkte gewesen sein, meine ich. Dürfte hinhauen mit dem Punkt, die ich ausgegeben habe? Nee. Nee, wann? Also wenn ich immer meine Punkte zurückbekommen habe, dann waren das jetzt 200. Ah, 200 nur, okay. Ja. Nee, nicht mal. 150. 150, ja. 150 passt. Gewonnen ist gewonnen. Für 2 Emotes kriegst du 50. Also separated, kriegst dein Geld zurück. Für 2 Emotes nebeneinander kriegst du 75. Für 3 Emotes kriegst du 250 und für 3-mal den Super Jackpot Emote kriegst du 750. Ah, okay. Ja, stimmt. Da vorne habe ich Geld verloren. Fuck. Ui, betreibt Metagaming. Ja, auf einer ganz anderen Ebene, Alter. So, und jetzt den nächsten Gamble verliere ich, deswegen gibt es einfach den hier. Ja. Ja, lustig. Jetzt versucht er schon Analysen zu betreiben hier. Keine Analyse, wenn man schon kennt. So, grundlegende Okay, Schaltkreisbehandlung finde ich gut. Auf zur Herausforderung. Kann ich jetzt mit dir reden? Hm. Machen nicht mehr Sinn, die Dinger. Es gibt getrennte Schaltkreise. Einführung. Das Wesentliche bei der Fehlerbehebung der Hauptplatine besteht darin, sich mit dem Aufbau der Schaltung vertraut zu machen. Verwende entsprechend der Regeln die Signalquelle und den Empfänger und übertrage das Signal. Komponentenfunktion. Getrennte Schaltkreise. Nachdem das Signal den Induktionsschalter passiert hat, werden getrennte Schaltkreise der entsprechenden Farbe auf der Hauptplatine verbunden. Während einer Problembehandlung können höchstens 2 verschiedenfarbige getrennte Schaltkreise auftauchen. Okay. Bei der Problembehandlung wirst du auf nicht verbundene Schaltkreise stoßen. Wenn das Signalinduktionsschalter der entsprechenden Farbe durchläuft, wird der getrennte Schaltkreis sofort geschlossen. Fertig! Oh, es gibt jetzt sogar einen Button für nächste Herausforderung. Oh, es wird immer besser mit den Events. Rainbow Kappa. Cool Story Ross. Ja. Bei einer Problembehandlung können höchstens 2 verschiedene Schaltkreise existieren. Quelle und Empfänger desselben Schaltkreises haben dabei die gleiche Farbe. Ach scheiße, ich bin dumm. Nein, nein, nein. So rum.
Oh boy. Ja. Ah ja. Nachdem eine gewisse Zeit bei der Problembehandlung verstrichen ist, kann das Handbuch zur Fehlersuche zu Rate gezogen werden, um Hinweise auf die empfohlenen Schaltungen zu erhalten. Brauche ich nicht. Der muss noch da oben. Ich gehe eine Runde League rein. Gönnen wir. Auf ein bisschen Krebs bekommen. Vorher nochmal die Slots und vorher nochmal gambeln. Machen wir vielleicht auch nicht nochmal, tut ein bisschen weh. Slots gegen Gambeln tat ein bisschen weh, ja. Ach, warte mal. I see how this one could work out. So. Kann ich jetzt nur hoffen, dass der orangene Pinguin schneller ist wie der grüne. Ach nee, ist egal. Okay. Der bleibt dann für immer stehen. Ja, dann ist ja easy. Wenn das Signal an Induktionsschalter einer bestimmten Farbe passiert, ändert sich die Richtung der Verzweigung des Schaltkreises. Der Induktionsschalter einer solchen Verzweigung kann wiederholt aktiviert werden. Aha. Strong One. Das heißt, der Orange läuft erst vor. Aktiviert für den Grünen. Damit der Orange da lang läuft und der Grüne dann so lang läuft. Ah. Nein! Stop it. Löschen. Nein. Good story. So, This looks like a typical no-brainer, but it is not. Ah, doch. Nee. Timing-Sache war ein Problem. So nämlich. Was haben wir hier? Einfach nur um rauszufinden, was passiert. Er schaltet beide um. Okay. Okay. I see. I see how this works. Das war sogar gerade mal genug. Eieiei. Nächste Herausforderung. Looks fancy. Way too fancy. Oranje will dahin. Das heißt, Oranje muss hier rein, da drüber, um da drüber zu laufen. Okay. So, das Problem ist jetzt nur, was ist mit Grün? Grün muss 3 Kilometer laufen, bevor er überhaupt erst da ankommen darf. Kürzer geht's nicht.
Easy. Und weiter geht's. Oh, warte mal. Nein, ich will zurück. Ja. Habe ich jetzt alle fertig? Ich wäre jetzt so schnell durchgelaufen. Oh, Tatsache. Ja. Nummer 1 fertig. Nummer 2 ist das Schwimmding. Nach Muscheln. Alles okay. Geht halt immer noch in die Slots rein, der Kerl. Um nochmal zu gambeln. Aber hey, immerhin! Klappe, wenn ich so lange in der fucking League Queue hock, dann kann ich ja nochmal gambeln. Wenn ich schon so lange auf League warten muss, dann kann ich ja wenigstens gambeln, Alter. Hab ich wenigstens ein bisschen was zu tun. Ich bin jetzt schon 3 Minuten 54 in der Queue. Something doesn't add up here. League halt. Okay. Ich suche Toplane und Jungle. Also. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Ich muss Support suchen, dann habe ich innerhalb von Sekunden ein Game. Ach komm, wir suchen Support. Wir supporten. So. Wir gehen Primary Support und Top als zweites Auswahl. Bruder, ich cure Support plötzlich nur Estimated 1,37. Gut, ich bin der beste Support EO West. Na dann. Ich kann es nicht beurteilen. Ich spiel's ja nicht League. Ich hab da. Ja, und direkt, und schon kann ich, habe ich einen Pop, klar. Mal schauen, ob der auch durchgeht. Hört sich nicht danach an. Ja, natürlich auch, ja. Ich werde nichts sagen, ne? Aber diese Fakes-Figur als Silhouette sieht ja schon wild aus, ne? So einem kleinen Dolch und alles. Kann jetzt bitte, wer nimmt denn da nicht an? So, wo bin ich? Support, ja, wo bin ich? I am not surprised. Gut, dann gehen wir noch mal tauchen, habe ich gehört. Nach Abschluss von das Recht des Prinzen verfügbar, okay. Gehen wir erstmal tauchen. Ah ja. In einem unbekannten Gebiet, das ist nicht schlimm. Das kriegen wir hin. So, wir sind gerade hier. Dann holen wir uns noch den Lumi. Bitte, was? Da ist eine Schiffswerft unter der Erde. Okay. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal da links. Can this stroke get any worse? Get this dick fit in your mouth. Wo hast du den eigentlich her? Wie? Den Can this dick fit into your mouth. Woher? Internet. Okay. Ich meine gut, Can this joke get any worse ist natürlich auch Internet, ist aber ein Genshin-Meme an der Stelle. Ich meine, Zaino hast du ja noch kennengelernt, oder nicht? Mit deinem kleinen Genshin-Rerun. Unser Möchtegern-Hündchen. Ah, ne, Entschuldigung, unser Möchtegern Yu-Gi-Oh! Profi. Ja, sind wir mal ehrlich, du siehst den Typ und denkst dir instant so, Alter, ist der gerade irgendwie aus Yu-Gi-Oh! Entsprungen und ist irgendwie ein alter Pfarrer oder sowas? Den Gedanken hat Hoyoverse tatsächlich durchgezogen mit Genies Invocation TCG. Und wer ist der absolute Junkie da vorne, der absolute Profi und Obermacker in dem Spiel? Richtig, Zaino. Easy. So, ich spiele Nautilus Support. Mein ADC ist Ezreal. Und ich spiele gegen eine Brand, also ich schätze mal Brand Jinx Combo. Da bin ich ja gespannt. Klingt schon mal fies. Ja, ich mag Brand nicht, aber Brand wird gerade als Support gespielt, deswegen. Nee.
Ja, Branded Support. Crazy. So, erste Season Challenge durch. Erstmal 2 Level gemacht. Easy. So macht man Level im Season Pass. So und nicht anders. Ach ja, meine Dailies habe ich natürlich auch durch. Das ist ein neues geiles Feature. Wenn du irgendwie Quests abschließt, klemmst du dir deine Daily Quests. Okay. Oder auch wenn du Welterkundung machst. Mit Spuren kriegst du auch irgendwie immer so ein Viertel von deinen Dailies weg oder so. Also es lohnt sich jetzt mal andere Dinge zu machen wie Dailies, um Dailies zu erreichen. Ja. Das ist eigentlich schon geil. Da können sich die Leute, die sich halt auf andere Sachen fokussieren, auch wirklich mal auf andere Sachen fokussieren, die sie auch wirklich nützlicher finden wie Dailies. Also Krebs die ganze Zeit. Schwimme ich den Scheiß? Nein. Erstmal zur nächsten Statue der 7. Ach nebenbei, Tobi, du hast ja den Stream offen, ne? Ja. Zum Thema gestiefelter Kater. Na geil. Finde ich cool. Es ist ja nicht der gestiefelte Kater, sondern nur der Kater mit Hut, aber trotzdem. Man versteht die Anspielung. Das stimmt, ja. Wie viele Ressourcen habe ich eigentlich inzwischen? 16 Stück. Oh mein Gott, ich kann mir das nächste Crafting-Rezept kaufen. Ich brauche nur noch 4 Kristalle. Habe ich sie alle? Ist nur noch 2 Leaf für Company drin oder ist Stream nur noch 2? Ist Stream nur noch 2, würde ich sagen. Fancy. Ne, die haben aufgehört, Leaf für Company zu spielen. Okay. Habe ich genug? Nö. Ist aber nicht schlimm. It one Vogel. Nein! Jump'n'Run kann ich. Besonders in Genshin. Nicht. App. App. Money, money, money. So. Ich liebe diese Flügel. OMG. Toll. It's a deep teleporter. Ich sehe eine Muschel. Ah. Sobald die Resonanzschnecke erklingt, werden mögliche Aufenthaltsorte für Regenbogenruhm auf der Minikarte und innerhalb deines Blickfelds markiert. Sammle die vorgegebenen Mengen an Regenbogenruhm, um die Herausforderung abzuschließen. Okay. Für einige Materialien sind möglicherweise die Fähigkeiten der xenochromatischen Frontema-Mutanten vonnöten, um sie einzusammeln. Das ist schlecht.
Ich kann mit denen auch so super gut umgehen. Mhm. Ich wette, was hat das mit dem jetzt zu tun? Ach wie, das war's schon? Kraft des xenochromatischen Poing-Poing-Oktopus. Ach so. Kraft des xenochromatischen Poing-Poing-Oktopus. Setzt seltsame wasserfarbene Energie frei. Halte gedrückt, um zielen und kontinuierlich abzufeuern. Okay. Na dann. Oh boy, that's far away. Ja, okay. Dass ich Gegner durchkrieg, juckt mich doch nicht. Weg damit. Ach so, die Gegner haben mir das Zeug jetzt geklaut. Na dann. Oh, das ist eine Trap. Das war eine Trap einfach nur. It was all just but a trap. Nächste. Da oben. Ist das auch mit dem Ding, was ich jetzt hab? Gutes. Die Krabbe stänkert ja weiterhin. Was ist der Krebs? Oh, nächstes Unterwasserrätsel. Das war easy. Oder auch nicht. This was the trap.
Upsala. Das war nicht die Kraft, die ich brauchte. Das ist die Kraft, die ich brauchte. Ist die noch gleich? Absorbieren und abschicken, das war's. Noch was da hinten, okay. Bye. Ach, da oben ist noch ein Tier. Herausforderung abgeschlossen. Yay. Auch, ich werde auch durch. Und noch ein Standardgebiet. Nice. So, dann hatten wir noch eine Erkundungs-Achievement. Da unten. Fontar. Erkundung des Landes. Land der harmonischen Quellen 3. Schalte die Karten vom Bezirk Mortewald. Von Erinis in der Region um Fontar frei. Ja, okay, gut. Fertig. So. Wartet 2 Tage. Immer noch. Ich gucke mal, ob ein Tag auch reicht. Ich glaube, die werden zwar nicht schnell genug fertig. Dave's finally come to meet up with Zuria. Let's head over to Fremitnet's camp right away. Klingt unter Wasser schon lustig. Unsere Paimon. Das rote und kleine, also warte mal, Kraft der xenochromatischen Qualle. Das Werfen einer explosiven Hutbombe. Halte gedrückt, um zu zielen, um eine Polterhutbombe zu platzieren und die einen noch größeren Wirkungsbereich hat und größeren Schaden verursachen kann. Drücke dann erneut, um die Polterhutbombe zur Explosion zu bringen. Okay. Das rote und die kleinen Übel. Eine gefährliche Kreatur, die sich gern unter Wasser verschanzt, den Weg versperrt und wahllos jeden angreift, der ihr zu nahe kommt. Sofern nicht innerhalb kurzer Zeit alle roten und kleinen Übeltäter im Umkreis erledigt werden, wird sich die Schurkensippe in kurzer Zeit regenerieren. Okay. Okay. Hoppala. Ja. Mind the side effect. Der Medic in dem Team ist halt nicht ganz so gut wie meine Chichi. Da wird auch niemals einer drankommen. Aber hier geht es ums Dendro-Element in dem Team. Primär. Hallo! Katze. Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremitnet. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zuria, Fremitnet, we're here! Seems like everyone's arrived now. Yes. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Hey, Thalxie! Oh, wie cute. Oh, Thalxie's got himself a sword and a shield now. He's looking sharp.
Indeed. With his weapons in hand, Thalxi looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremitnet. We helped too! Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with a coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Jetzt was dran und kriegen wir hin. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking, since Thalxi has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now! Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon! Alright, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Thalxi's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? Ah, yeah. Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful! Splendid ideas, everyone! Great! Everyone looks super pumped up. Thalxi most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Thalxi's fantastic adventures begin now! Achso, noch Abschluss vom Reich des Prinzen, okay. Na gut, das haben wir fast durch. The doctor was... Do your worst! Yeah. Ha. Es tut einem fast schon leid, diese Robbe so zu belästigen. Wait a minute. Der Strand in der Nähe zu... Okay. Ich nehme es einfach mal hin. Ich hatte so eine Idee gerade, worauf ich hinauslaufen könnte, aber das sehen wir dann später.
materials that we can use for the crown, right? Let's get some for Fremitnet. These should be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to head to the Kingdom of Water Imps. Ich sehe eine Sphäre und denke mir so, nein. Bitte. Wozu kann ich denn hier bitte einen Schläger ranholen? Jetzt haben wir nicht hier deswegen. Beim Challenge. Anderen Hintergrund. Egal. Guck mal, ein Häuschen. Whoa! Is that the entrance to the underwater ruins ahead? Oh, wait a minute. That's the thing. Nee. Nicht erst hier stänkern und dann abhauen wollen. Gib es nicht, Freundchen. So, ab in die Sphäre. Ich glaube, wir nehmen unser altes Zerstörungsteam für diese Sphäre. Einfach was können. Die 3 5-Stars ist schon frech, aber naja. It is what it is. So these are the underwater ruins that Fremitnet found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the rainbow bridge. I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Hey, seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon fantasy mode. Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions of Prince Thalxi, your Divine Highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory? Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? Not at all! This is the goddess's test! From your
responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. Ah, ja. My gratitude to your divine highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. Is this the divine inspiration of legend? Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. Okay. Verwende Prinz Helxes Lied Leid des Wasserunholds, um deiner Gegner noch leichter Herr zu werden. Nach Verwenden von Lied des Wasserunholds muss Prinz Felxi das Lied wieder aufladen, bevor er es erneut benutzen kann. Please be careful, brave adventurers. Just ahead are some evil enemies that have invaded the kingdom of water imps. They're called... Hilly Churls of the Deep. Let me weave you a Wheel of Life. Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. Wind strategy. Shine down. Rain outlines your fate. Rain cutter. Day reckoning. Getting gear. Pair. Frost is coming. We're under attack again. It's a Lawitcher of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a Divinichurl of the deep would pose no threat to him. Let me weave you a verse. Go. Pair. Commencing cleanup. Getting gear. Frost is coming. Pair. Getting gear. Gone. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Yes, it should now be time for us to attend Thuxie's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Fremitnet earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong! We just eradicated all the monsters in one go! It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time, and you too, Thuxie, my child. Thuxie's turning out to be a real expert at fighting! I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the Traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Thuxie's fantastic adventures as well! Now
we've reclaimed the Kingdom of Water Imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. Zuria and Fremitnet, why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. Ich will nur sehen, wie jemand die Göttin Paimon zeichnet. Nein! Hey, you didn't have to say it out loud. No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Thelxie and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom, but as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Zuria is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxie's journey is one step closer to its end and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? Also schon verdächtig, dass sie ausgerechnet mit dem Roboter redet. I'm sure he will, Zuria. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. Wieso habe ich das Gefühl, dass sie selber diejenige ist, die an dieser Krankheit leidet und dass sie gar kein Kind hat, sondern einfach dieser Roboter ihr Kind ist? I sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremitnet, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Auch diese Überschneidungen von wegen Charakter und Realität. Wie er dann Paimon plötzlich Johannes nennt. Wie sie Paimon plötzlich Johannes nennt. Das ist schon so... Keiner verdächtig, not gonna lie. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? And see you in 2 days, my lovely friends. Die Melodie, die sie summt, ist auch wirklich verdächtig. Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremitnet? Yeah, I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. Yeah, Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that, it might be because... Because what? It's because I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Ist etwa jemand in die Mama verliebt?
Am I turning red? Alright. We won't bother you anymore for today, Fremitnet. Let's see each other in 2 days' time. Okay, thank you. See you in 2 days. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Ah ja, eine Sphären-Challenge. I see. Okay. Zu erwarten. Nee. Doch, ist ja einzige diese Saison. Okay. Dann ziehen wir jetzt die Sphäre noch durch. Ich bin ehrlich, die Musik im Wasser könnte lauter sein. Ah, auch andere Gegner, I see. Well then. Dann machen wir nochmal die Kombi. Mal gucken, was dabei rumkommt. Wildes Wasser und Holz. Zirkulierendes Lob. Prinz Felixi führt alle 5 Sekunden einen zirkulierenden Stoß aus. Insgesamt bis zu 3 Mal der getroffenen Gegnern. Hydroschaden zufügt. Der zirkulierende Stoß stellt beim Ausführen allen Truppenmitgliedern in dessen Wirkungsbereich bis zu 25% ihrer Max-LP wieder her und erhöht ihre Elementarkunde um 300 pro... Er hätte vielleicht doch Yui mitnehmen sollen. Aber egal. Everyone hold hands! Into the wind! As one with wind and cloud! With all my strength! Another test. This dance is for you! Yes. Torn to oblivion! Dance with me. Another test subject. Sharing my knowledge! Have a little One with nature! Fallen leaves, adorn my night! Positions! Shine down! Committed to memory! Care for a The Temple of Wisdom! dance with me. Inazuma shines eternal! Care for There is no escape! Into the wind!
As one with wind and cloud. Dance with me. Make yourselves at home. All eyes on me. Clouds high. The birds come. This may hurt a little. The Temple of Wisdom. Illusion shattered, torn to oblivion. Dance with me. Careful dance. There is no escape. 6.271 Punkte. Why the hell not? Clean alles durchgezogen. Sehr gut. So muss das. So, nächste Herausforderung. Eine Testraid, ein Testelhafen. Sehr viele Maschinerien sehe ich gerade. Ja. Here you are. A process of elimination. Shine down. Now you shall perish. The fuse is lit. Scatter. There is no escape. Torn to oblivion. Illusion shattered. Time for a light show. Dass die Viecher immer in meiner Fresse spawnen müssen, damit ich an den Drachen nicht reinkomme. Was soll denn das? Goldfish of doom. Rain outlines your fate. Rain cutter. Here you are. Defract. There is no escape. Fire hazard. Let me weave you a verse. A festive reprise. A process of elimination. Auch 6000, auch gut. Auch wenn das eher unbeholfen war wie alles andere, helfen werde ich nicht nochmal in so eine Truppe nehmen. Alles andere aber nicht helfen. So, wirbelnd Gesang, okay. Okay. Nee. Please no. Also. Wirbelwindgesang. Er schafft einen 8 Sekunden lang anhaltenden Wirbelwindfeld mit Prinz Felxi im Zentrum. Fortlaufend Gegner in sich einsaugt. Yes.
Illusion shattered. That's close enough. Time for a light show. No, my sword. Witness the power. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. Rain outlines your fate. Let me Guys. Here come the fireworks. Your coming was Fuse is foretold. lit. I'm getting. I'm getting. For the eternal. Goldfish of doom. Shine down. Ha! Inazuma shines eternal. Target practice. Ha! No, my sword. Your coming was Rain cutter. foretold. Go. Was ist denn hier los? Here come the fireworks. Ich streame Genshin und Tobi spielt nebenher League. There is no escape. Huh? Witness the power of... Hallo erstmal. Hi. Your coming was foretold. Now you shall perish. Ah, wie war dein Tag bisher so? Ganz okay. Target practice. Bis auf das die Prüfung mich ein bisschen fertig gemacht hat. Oh. Ja, an sich ging die Prüfung eigentlich. Die fand ich nicht so komplett schwer, aber was, wie halt gesagt, es gab pro Arbeit circa 3 Aufgaben mit, wo wir was ausrechnen sollten. Mhm. An sich ja kein Problem. Ich bin ja eigentlich recht gut Mathe. Ja, wir haben Formelsammlung und Anlagen dafür, hatten wir beigelegt bekommen. Ja. Hättest du was mit der Formelsammlung anfangen können, dann hätte es wahrscheinlich auch mehr geholfen. Weil das, was wir ausrechnen sollten, stand nicht in der Formelsammlung mit drin. Heißt, ich habe von insgesamt 6 Matheaufgaben 2 gemacht. Ja gut, das ist natürlich schwierig. Aber das Ding ist, keiner bei uns hat das gerafft gehabt mit den Matheaufgaben. Also mit etwas Glück nehmen sie die Aufgabe raus. Weiß ja nicht. Das ist so, wenn 90% der Leute, die Aufgabe nicht gemacht haben, beziehungsweise nicht verstanden haben, nehmen sie die raus, dann wird die nicht mitbewertet. Sehr gut. Schweigen. Lasto. Ja, aber sonst ging sie eigentlich. Die Herausforderung muss ich erstmal neu starten. Erstmal Kanalpunkte farmen. Ja, kannst leider nur Kanalpunkte farmen, keine Chatpunkte. Das funktioniert immer noch nicht. Eieiei. Ja, das nervt mich auch. Illusion shattered. Kann ich wieder gamblen? Wheel of life. Kannst du. Let me weave you a verse. No, my sword. Inazuma shines eternal. Er kommt dreimal das gleiche, ne? There is no escape. Immerhin. Das ist ein Jackpot. Naja, Semi-Jackpot. Nicht den richtigen Jackpot, aber Ja. es steht Jackpot, also ist es auch ein Jackpot. Ach, ich freue mich drauf. Nächste Woche kommt meine M2. Witness the power. Shine down. Torn to oblivion. Da habe ich doppelt so viel Speicher, als wir jetzt haben. Nice. Das mit einem 2 durchziehen ist halt auch wieder strong, ne? Ne, ich habe mir direkt 2 Terabyte geholt. There is no escape. Ja, inzwischen sind die auch bezahlbar. Ja, 150 habe ich dafür jetzt, glaube ich, bezahlt. Geht noch.
Hey Kevin. Hey Luca. Ich hab wieder schwarze Haare. Okay. Oh, meine Haare sind dann wieder gefärbt. Das soll ungewohnt sein. Ja. Bleib aber auch jetzt erstmal dabei. Wenn ich meine Haare wieder länger wachsen lassen möchte wieder, dann muss ich sie mir halt öfters nachfärben. Let me weave you a verse. Your coming was foretold. Torn to oblivion. Your coming was foretold. Target Time for a light show. Your coming was foretold. Go bishop down. There is no escape. Now. Shit. Ich krieg einfach nicht die 6K hin. Egal. Was soll's. Das bisschen Zeug ist ja nicht wichtig. Ich dachte, das bisschen Zeugs, was ich für 6K kriege, ist eh nicht wichtig. Auf. Oh Gott. Was los? Was ist das denn für eine Mischung an Gegnern? Arie der Lebenskraft. Erhöht, nachdem Prinz Felxi Ari der Lebenskraft eingesetzt hat, die Max-RP aller Truppenmitglieder 18 Sekunden lang um 60% und verringert den erlittenen Schaden um 20%. Außerdem erhöhen sich die Max-RP aller Truppenmitglieder um 15% und die Elementarkunde um 50 Punkte. Wenn sich die aktuellen RP der aktuellen Figur verringern, dreifach Stab über. I guess this is a Farina thing, even though I don't like it. Shine down, torn to oblivion. As one with wind and cloud. Shower me with praise. Let the world come alive. Fire. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Fallen leaves adorn my nut. The fuse is lit. There is no escape. Torn to oblivion. Ich hinterfrage jetzt, weil ich die Challenge, die ich gerade freigeschaltet habe. Warum? Kunst ist, dass ich die bisher nicht hatte, das klingt für mich nach Farina. Irgendwie. Die geben mir nicht ernsthaft die Waffe. Nein. Die haben mir nicht ernsthaft die Waffe gegeben. Gott, bin ich froh, dass ich ihre eigene Waffe gekriegt habe. What the fuck, Alter? Als ob das die Free-to-Play-Waffe für Farina ist. Einfach wieder fischen gehen wie ein Blödsinner. Blödkopf. Jo. Hey, ich habe wieder 10.000 Punkte. Hey. Ich sehe die Gegner und habe jetzt schon keinen Bock. Chor des Triumphs.
Erhöht den verursachten Schaden des Standardangriffs, heftigen Schlages, des Angriffs aus dem Fall und der Elementarfähigkeit der aktuellen Figur um 100%. Wenn deren LP innerhalb von 20 Sekunden nachdem Prince Felxi Core des Triumphs eingesetzt hat, mehr als 50% betragen. Jedes Mal, wenn ein Angriff trifft, werden 1% der Max-LP dieser Figur verbraucht. 0,3 Sekunden Abklingzeit. Das klingt auch wieder nach so einem Rice-Leading, Alter. I guess that's the thing I'm going to do. Raiden, Kazuha, Yui and some test character. For the last challenges. Shine down. Ja gut, das ist Krupp durch, das zählt nicht. As one with wind and cloud. Now. Get a little chilly. There is no escape. Now you shall perish. Ha! A moment, please. Stay cool and face your guilt. Fallen leaves adorn my illusion shattered. Fire hazard. A festive reprise. The wind knows me. Clouds hide. The birds. Let's begin. Have a safe trip. Schöne Grüße von Julia, Kevin. Zurück. Shine down, torn to oblivion. Gott, das ist Massenvernichtung hier. A moment, please. Stay cool. Face your guilt. Fallen leaves adorn my. Now. Oh, cooler Endscreen, aber oh, damn it. Ja, gut. Versuche ich doch nochmal mit einem von den Jungs hier. Yes, I do. Und zwar mache ich es diesmal richtig. Raiden, Kazuha, Yui. Und zuletzt nehmen wir einfach mal Nouvillette. Probieren wir es mal in der Kombination. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Warum auch immer ich Kazuha mitnehmen sollte bei dem Ding hier, aber ist egal. Illusion shattered. Jetzt ziemlich viele Meter hier. Time for a light show. Here come the fireworks. Settle down. The tides beckon. There is no escape. Let the mighty be humbled. Shine down. The fuse is lit. Your coming was foretold. Eternal as a sapphire. For the eternal waste. So clouds hide. The birds call. Coefficient down. Bow your head. Be sanctified. Your coming was Illusion shattered. Now you shall perish. Your coming was foretold.
Wind Strider, as one with wind and cloud. Let the mighty be humble. Target practice. The wind knows me. Here comes the fireworks! There is no escape. Torn to oblivion. Oh Gott, gerade so. Das war zwar noch wankier wie die anderen Sachen, aber es hat funktioniert. Meine Güte. Stimmt ja nicht so im Schwanz. Doch. Ist so. Hey, Tobi. Sonst in meinem Leben nichts gibt mich zum Schön zu bringen, warum nicht sowas? So, Och, Kevin. Traurig. Trauriges Leben, Kevin. Trauriges Leben. Natürlich. So, die sind die Geschichten durch. Erstmal. Ja, grundsolide 6 Level gemacht. Warum auch nicht? Gleich eine neue Challenge. Vorher aber. Fremitnet abholen. Will ich jetzt ein Fremitnet C1 haben? Ich glaube ja. Übrigens gnadenlos die Runde verloren. Das war fast schon abzusehen. Ich bin jetzt mal ein paar Kinder schlagen gegangen. Klassik. Und hab mit so einem Schneeball mit einem Stein drin abgeworfen. Classical Tobi fing. Direkt dann noch eine Runde. Einfach weil es so gut tut. Gesundheit. Danke, danke. Maschine. 3 Jahre später. Wie sehen denn aktuell die Votes aus? Samstag. Nächste Woche. Ja. Immer noch 4 von... Ne, 6 Votes aktuell. Hey, Tobi. Hey, Luca. Ich hab schwarze Haare. Gefärbt oder was? Ja, gestern. Nice. Auf entspannt. Ja. Fahr mir nach. Nee. Luca, das ist es nicht. Was? Echt, ich zeige hier, schau mal. Was ist es nicht? Ach, scheiße. Oh, du musst ihm schon zeigen, wie man in Gamble reingeht. Wie man in Gamble reingeht? Mhm. So geht man in Gamble rein. Ach, er hat noch cool noch bei Luca. Aha. Look at this little cute penguin wandering around. So, rein in die League-Runde. Welche Lane kriege ich denn? Support. Ach, Digga, auch entspannt. Hey, Fremitnet! Doxy! We're here! Was würde ich denn gerne spielen als Support? Hello, Paimon. Hello, Traveler. Spielen wir nochmal Naut oder spielen wir Blitzcrank? Also wir haben sogar Blitzcrank. Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Alter, was für Mordekaiser-Bot? Paimon? Oh, Was macht die Anglerin hier? Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. Huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? What could have happened? That water imp Thelxie, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremitnet. Even the missing fish was his fault. Don't
worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? What, Fremitnet? Diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Wie war das mit der Theorie, dass sie in Wirklichkeit kein Kind mehr hat und sie den Realitätsverlust hat? Ah, ja. So viel dazu. Are you sure? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The child was only 8 years old. His name was Lescaut. Lescaut Destray. Wait, Lescaut Destray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Oh, well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Nautilus, Mordekaiser, Butler. Lescaut Destray? Zuria Destray? So, schnell noch, bevor die Runde losgeht, aber Punkte holen. Coincidence? Ich sag ja, Tobi, zeig dir, wie es geht. Es sind die Meme-Nummern, Luca, die Meme-Nummern. Die Meme-Nummern, Junge. Überall Granaten hier in dem scheiß I'm Bunker, sorry, miss. Alter. Verpisst We've euch gotta doch. go check on something right now. Granaten. Granaten, Bunker, what are you playing? RoboQuest. Okay. First-Person Roguelike Shooter. Oh. Okay. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Ah. Ach, sie hat den Realitätsverlust. Sieht aus irgendeinem Grund in Fakes ihren Sohn, der sich selbst umgebracht hat, for whatever fucking reason. Die Frage ist halt nur, was steckt dahinter? Warum hat der Sohn sich umgebracht? Das ist die Frage. Warum bist du hier? Junge, Mordekaiser ADC, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Abstand. Ey, ich hinterfrag's nicht. Ihr verfickt kleinen scheiß Rasensprenger, Alter. Verpisst euch einfach. Meine Fresse, krieg ich Brett. Rasensprenger. Ja. Sehen aus wie Rasensprenger. Okay. Gucken durch den Boden. Verkriechen sich im Boden und wenn du dann bei dem bist, schießen die auf. Achso, deswegen Rasensprenger. Ah, I see. I get it now. So, das ist das Ding in der Höhle. Ja, okay, dann fliegen wir mal kurz zur Höhle. Da ist schon wieder eine Quest.
Trauerweide inmitten des Sees. Ah, okay. This looks like an interesting place. You're worse. The fuse is lit. Ist nicht Kenners. Was könnte diese Kanone wohl machen? Ha. Oh Mensch, wer hätte es gedacht? So. Dann gucken wir doch mal, wie es der werten Zaria so geht. Excuse us. Is anyone here? Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. This is the residence of Zuria Destry, and I am Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but he's... Well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends, by any chance? Oh. So, when she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. But you're saying she... Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then, all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although, they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more.
I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth, and the children who lived in it. Those patients, and what their doctors said back then. What if... Dr. Jalacon, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Yes, this is it. That's right. If what Dr. Jalacon said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. Nautilus ADC, ich raff's immer noch We need nicht. to show her Aber es that her child has found a funktioniert. Aber happy wieso? ending in the world of her dreams. Dann gehört zum Fragen, Arsch. Ja, wirklich so. Die Frage ist, funktioniert es für dein Team oder funktioniert es für dein Gegnerteam? Das weiß ich noch nicht. Weil ihr beide den als ADC habt, oder was? Nee, aber ich weiß halt nicht, welche Seite besser funktioniert. Achso. Ach komm schon. At least I tried, okay? Fang wieder das Gambeln an. 2020 hast du jetzt. Cooler Punktestand, not gonna lie. Ja, wenn ich bedenke, dass ich einfach nur 0 hinter deinen alten Punktestand gesetzt habe. Und 230. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. There's no time to waste. Entwickelt. Let's set off right away. Ist Blue-Kain geworden. Ah, cool, ich kann mich ja direkt zur Sphären teleportieren. Nice. Da war ja was. So, dann gehen wir wieder mit dem gleichen Team rein. Nein, tun wir nicht. Bei der Konstellation lassen wir tatsächlich mal... Lass noch Kasua weg. Den Bogen, Elektro und Heiler. So. Das sollte funktionieren. We're here again. This is the final part of Thelxie's journey, but the most important person is missing. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure.
she'll be able to recover, right, everyone? Yeah, I'm sure she will. Oh! Be careful, brave adventurers! Here come the evil monsters that stole the crown! They're... the deep-sea Cyclops! Let's beat them up! Shine down! Rise. Watch out, everyone! They're coming at us again! There's no need to fear! Prince Zelxie looks stronger than ever today! We must be going all out! Dead reckoning! Frost is coming! Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Ha! Oh, this is the final enemy, right? We'll reclaim the crown for you now, Your Highness! No escape! No touching! Netter Versuch. Now you shall perish! Commencing cleanup! Pair, get in gear! Pair, get in gear! Frost is coming! Pair! Time for a light lighter, please! A festive reprise! Shine down! Inazuma shines eternal! This is long overdue. Born of ice and frost. So. Hat sich ein bisschen zu lang gezogen, aber ist egal. I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends, and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps. Ja, und? We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait. Mal los, Kevin. Look, they've already returned. Zuria! Zuria! We've retrieved the crown! Ich bin gut drauf. Paimon, everyone, Weiß ich nicht hinter mir. have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place. Because we felt like you should be the one to preside over it. Ich merke, wie abhängig ich von meinem Handy bin, ey. Ist halt übel. Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything
Okay, okay. At last, Foxy and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the Rainbow Bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch. Nun. Prost, Kevin. Es ist nur belastend, dass du das Ende der Story gerade das zündest. Ich kann auch nochmal umschreiben. Ich sag's nur. Es wird wahrscheinlich auf ein anderes Spiel überlaufen, aber... Ja, gut. Ja. Was willst du denn gleich zocken? Wollen wir irgendwas zusammen zocken oder so? Ist nur die Frage, was? War das richtig? Wann startet jetzt Minecraft? Leider erst nächste Woche. Ist ja langweilig. Die Votes sehen zumindest danach aus. Nein, wir können natürlich auch so Schweine sein und zu dritt schon mal vorher anfangen, aber... Oder Tobi macht nochmal einen Server auf mit Sky Factory oder sowas. Ey, wir drei starten einfach schon mal. Die nächsten Samstag ja starten wollen, haben halt Pech. Dann killen wir schon mal den Drachen direkt am ersten Tag und kriegen wir da schon rum. Ja, nee, ist klar. Ich? Okay. Hab ich verstanden. Einfaches Nein hätte es auch getan. Weißt du, Luca, du kannst dich ja dann heute schon mal so hochgieren, dass du nächste Woche instant mit irgendeinem Team, was du dir zusammenbaust, den Drachen los. Mach das alleine, hallo? Braucht dafür kein Team. Jannis macht mit, ne? Jannis macht mit, soweit ich weiß, ja. Sollte der beim Drachenkampf dabei sein, schmeiß ich den runter. Hat Tradition, sagst du? Richtig. Letzte Season ist es ja nicht passiert. Wo denn los? Kann eine Tradition nur gebrochen werden? Alles für den Saarländer. Alles für den Saarländer, alles. Weiß. Ich wollte was anderes sagen, aber... Schwierig. Was fuck ich denn jetzt? Keine Ahnung. So, für jedes Mal Dialog durchschalten. Das ist geil, weil dann kann ich gleich direkt erstmal den nächsten Schluck trinken. Erst. Oder erstmal noch gut durchrühren. Muss ich ja ordentlich vermischen, der Energy und der Wodka, ne? Richtig. Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Surya walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, das ist das Problem. My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again. That's the end of the story, Surya. Thank you. Okay, ist doch genug Gelaber. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Ja. Did you hear the story? Zu selten gesagt hier. Gesundheit. You'll never have to feel lonely again. Stirb dran.
Nochmal Gesundheit. Oh, ich krieg den Krankenschein schon nächste Woche. Tut mir leid, Arbeit. Erstmal so geschrieben, ja, Bruder, mir geht's nicht so gut mental und so, ne? Weißt Bescheid. Schere, ich bin raus. Hast du gerade gesehen in der Kamera, Luca? Nee. Hm? Auf die Fülle des Glases. Er geht schneller weg, als er gucken kann. Ja. Hier wird sehr viel geredet. Warum habe ich auf meiner Festplatte, also auf meiner HDD, eine Verknüpfung auf meine SSD? Das ist eine gute Frage, mein Freund. Ja, ne? What's happening? Wild. Is Surya talking to Thelxie? Wow! Okay. Beim nächsten Mal mache ich dir eine Mische, Kevin. Quick! Nee. Put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Thelxie's output signals. You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. Mama loves you too. Da gibt's ein schönes aktuell im Steam Shop. But I love you more, Mamo. What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Ja, da haben sie aufgegeben. Eieiei. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream. Okay, es wird entweder Freitag oder Samstag. Es sind gerade 6 Stimmen für Freitag, 6 Stimmen für Samstag. Bis 24 Uhr habt ihr noch Zeit. I will always love you. Wenn ich nächste Woche krank My mache. love greater than the entire distance between here and the kingdom of water. Oh, Junge, S auf Nautilus. Süß. Won't forget, Maman. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Wenn es geht, Baby, keine Sorge, ich komme heute spät. Maman. Okay. Hm? Das habe ich auch schon länger nicht mehr gehört. PlayStation 5. Ja, ich glaube, der Captain weiß, wer wir sind. Ja. Schiffsreich und ich trauen, was wir wollen. High-End Loot und Controller aus Gold. Direkt in die nächste Runde rein. Ich hätte ihn mal mit Absicht gemutet, weil, ja. Traveler, Paimon, you're here. Komplett haben. Fremitnet, why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Surya? Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear it. Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Thelxie's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful! So it wasn't bad news after all. Mm-hmm. Here, please take this picture book with you. The Madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to
to us? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Eine kleine Sache, die ich eigentlich noch anbinden wollte zu dem Gespräch vorhin, aber die Jungs waren ein bisschen on fire und die Gespräche liefen und alles Mögliche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich der Geist von ihrem von ihrem Sohn von Lescott, glaube ich, hieß er. Oder Lascaux an der Stelle, französisch. Tatsächlich in Felxie eingewandert ist, als Fremitnet ihn gebaut hat. Weil das Detailreichtum der Antworten von Felxie waren einfach viel zu on point, als dass das irgendwie nicht passen würde. I mean, that's things that can happen in Teyvat. I would support that theory, obviously, since it's mine. Haha. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? Da ist Fantasie möglicherweise nicht nur einfach nur Fantasie, stimmt. A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? But that can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Yes, I suppose that would be a miracle. Bloß Miracles sind mal ganz ehrlich, keine abwegige Geschichte in Teyvat. Ich sag nur, wir kommen auf diese Welt, um diese Welt vor unserer Schwester zu retten, obwohl wir eigentlich nur auf der Suche nach unserer Schwester sind. Very much miracle if you ask me. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Ein Regenbogen! Gefährliche gefährliche Autokanone. Eine Waffe, die meist in der Nähe versunkener Schiffe auftaucht. Wenn eine Figur in ihrer Reichweite erscheint, wird sie diese Figur fortlaufend anvisieren und angreifen. In den meisten Fällen kann man den Energiefluss verfolgen, um die fehlenden Kristallempfängerknoten für die Autokanonen zu finden. Nach dem Einsetzen der Knoten in die Kanonen kann man ihnen eine Zeit lang die Energie des xenochromatischen Poing-Poing-Oktopus zuführen, bis die Autokanonen-Steuerungsberechtigungen außer Kraft gesetzt werden. Dann greifen die Kanonen keine Figuren mehr an und können manuell gesteuert werden. Aha. Fireworks are for now, but friends are forever. Clank! Wir haben einen kleinen Felxie. Die Kanne. Ich werde das nicht nochmal übersetzen, weil die Übersetzung macht keinen Sinn. Ein Prinz, der die azurblauen Tiefen sein Zuhause nennt, ist gekommen, um jenen zu helfen, die in Schwierigkeit stecken.
In Wirklichkeit steckt in diesem Morsecode eher etwas, was man nur als Fremitnet verstehen kann. In seiner Ulti-Form. Was belastend ist. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Ist klar, Juli. So, speaking of Fremitnet. Wir haben da was. Und C1 für ihn. Keine Artefakte, keine Daten, ICI. Könnt ihr ihn leveln? Könnte ich nicht. Charlotte. Könnte ich leveln? Will ich aber nicht. Lynette. Könnte ich leveln? Will ich aber nicht. Hola! Hola! Was machen die zwei denn da unten jetzt? Okay. Also wenn eine Frau einen definitiven Realitätsverlust hat, dann ist diese alle. Ein unsterblicher Mensch, der dazu verdonnert war, eine Ewigkeit den Archon zu spielen. Und jetzt anfängt mit imaginären Wasserwesen zu kuscheln. Aber sie ist eine begabte Schauspielerin, das muss man ihr lassen. Und ihre Waffe ist ein Gehstock. Weißt du, Tobi, bei dem Charakter, ne? Da hat sich wieder gezeigt, es gibt auch Leute, ich kann auch mal Glück haben. Bei Gebeten. Ich habe mir so gedacht, alles klar, wie viel Euro darf ich wieder ausgeben, um diesen Charakter zu kriegen? Ich hatte 30 Gebete rumliegen. Ne, 40. Gerade so. Nach 20 kam Gold und ich dachte mir so, okay, alles klar, Chichi C6 incoming. Mhm. Es war tatsächlich Furina und ich dachte mir so, what? Und ich hatte noch nicht mal den 4-Star-Charakter aus der ganzen Geschichte. Da dachte ich mir so, okay, alles klar, jetzt darf ich aber etliche Euros ausgeben für den 4-Star. Auch nicht. Der 4-Star kam im 10er danach. Ja. So, dann dachte ich mir so, ja, okay, mir fehlen noch 23 Gebete, um den Season, also für den Season Pass abzuschließen. Okay, machen wir. Habe ich dann das Waffengebet gezimmert. Nach 20 die Waffe gezogen. Oh, geil. Ich so, okay. Ja, wenn man genügend reinbuttert, muss halt auch irgendwann was rauskommen. Ja, gut, okay. Ich will gar nicht die Gesamtzahl wissen, oder? Wie viel Gebete ich inzwischen in das Game reingezimmert habe, beziehungsweise wie viel Geld? Ja. Wenn ich bedenke, dass das Spiel schon 3 Jahre alt ist und jetzt schon im 3. Rerun ist in Sachen doppelte Punktzahl kriegen, kannst du dir zumindest schon mal den Mindestwert ausrechnen. Wie gesagt, das alles doppelt gekriegt hat. Das habe ich mir immer geholt. Zugegeben, den letzten Payment habe ich noch nicht mal angefasst. Ja. Aber wenn ich die ganzen Season Pässe noch reinzähle und hier den Mondsegen und die Zwischenpayments, die ich immer reingezogen habe. Ja, schwierig. Almost 4-stellig? Gut, innerhalb von 3 Jahren, aber almost 4-stellig? Ich habe 1300 Urgesteine schon wieder. Ich muss aber auch gestehen, ne? Events spielen bringt mir so viel ein. Ich habe tatsächlich seit dem letzten Reroll, den ich hatte, habe ich kein Zwischenpayment gemacht, soweit ich weiß. Nee, dieses Jahr habe ich also bis auf dem Reset habe ich nicht einmal Geld reingeschoben für Gebete. Das ist cool. Das komplette Jahr lang. Das ist schon hart. Also ich habe vor allem seit Ostern mir durch Events so viel Geld gespart. Seit dem Sommer habe ich viel Geld gespart, dadurch, dass es fast noch Reroll-Gebete waren. Punkt A und Punkt B, dass ich meistens die anderen Sachen schon innerhalb von den typischen 90 Gebeten gekriegt habe.
Die ich mir natürlich alle wieder durch Events erfarmt habe. Stück für Stück. Ja. Das war schon gut. Also in Sachen Genshin war dieses Jahr echt günstig. Wo ich das Geld aber stattdessen reingeschoben habe, will ich an der Stelle nicht erwähnen. Das macht die Sache nur noch trauriger. Weil es naughty ist, oder? Weil es verzweifelt ist? Eher? Wenn du 3 Dating-Apps gleichzeitig bezahlst, ist halt schwierig. Achso, okay, ja, ich weiß, was du meinst. You know? Was hat's am Ende des Tages gebracht? Richtig. Gar nichts. Naja. Das Event haben wir jedenfalls jetzt durch. Oh, wir haben noch... Oh mein Gott, mein Headset wird leer. Es fängt an zu piepsen. Hey Bruder, mach mal dein Ladekabel rein. Okay. Mach mal Ladekabel, du Huren. Das Schöne ist ja, ich habe ja so ein 3 Kilometer Ladekabel gefühlt. Was ich immer bei mir habe hier. Womit ich sogar, wenn ich das gerade richtig sehe, von der Länge her, könnte ich sogar fast bis zur Couch zurückrollen. Ne, ich kann sogar bis zur Couch zurückrollen, weil es nicht mehr irgendwo angebunden ist. Aha. Das ist doch gut. Ja. Also ich könnte bis zur Couch rollen und dann meine Raiden zum Kuscheln holen. Das ist wieder so ein Geburtstagsgeschenk in meinem Hintergrund, ne? Das ist so top-notch. Das ist schon gemein. Top-notch. Chris dachte sich so, ja, okay. Ich habe da so ein süßes Raiden-Kissen gefunden, das schenke ich ihm einfach. Und das ist so Zucker. Ich kam am Freitag von der Arbeit zurück. Ich sehe sie nur da liegen und aus irgendeinem Grund hat es mir sofort das Herz erwärmt. Ich weiß nicht warum. Ich denke mir so, irgendwas ist falsch. But I like it. Ja, ist doch nice. Es ist halt wirklich cute, das Kissen. Aber an der Stelle merke ich aber auch, dass ich mich in der Richtung sehr stark verändert habe, seitdem Kimi mich verlassen hat. Früher hat mich sowas eher abgefuckt. Inzwischen bin ich da doch relativ empfänglich für. Kevin ist empfänglich. Für Dinge, ja, das ist richtig. Komm her, Wayne. There'll be an extra fee for that. Can we play Banker next time? Das Licht ist zu heavy. Ist es dunkler noch? Kann nicht. Vielleicht jetzt nicht so schlimm. Es ist halt wirklich fucking cute, das Bild. Jetzt natürlich noch eine Rückseite. Muss da auch nochmal Licht. Schlafend. Es ist halt wirklich cute. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. So. Ad Astra. Apollo eine tägliche Thank Mission. you for completing today's commission. Yay! Lenk! So. Dann haben wir die jetzt auch durch. Komm, machen wir noch den Probelauf. Sino ausprobieren. Ja. Wir waren so kein Genius Invocation TCG mit ihm. Das ist gut. Weißt du, was das Schlimme ist, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, an wen mich das erinnert hat? Mhm. An Kaiba. Mhm. An Kaiba als Diener des Pharaos. Also der alte Ägypten-Kaiba halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und soweit ich weiß, hat er sogar fast sogar die richtige Frisur dafür. Nur die Farbe ist falsch. Surrender! Rain outlines your fate. Our bond is strong. Nowhere to run. Your sins weigh upon your soul. Your penance is due. You stand condemned. Kartoffel und Top.
Oh Gott, das fängst du damit auch noch an? Mir ging Luca damit schon auf den Sack. Through me, justice is served. Gone. Einfach aus Interesse, was die hier als Equipment reingemacht haben. Gut, bei Sino ist klar, einfach zur Promotion seine Waffe. Das ist immer Standard beim Probelauf. Bei den 5 Stars immer schon die Waffe dabei schmeißen. Egal wie effektiv sie ist. Okay, sie hat den Seelenlosen gekriegt, auch nicht schlecht. Ja gut, Shingshu und das Opferschwert bin ich leider inzwischen gewohnt. I kinda disagree, but sure. Ach so, sie kriegt den Eisenstich. Ah ja. Nee, Inazuma Katana halt ist. Bums. I do try to lighten the mood sometimes. Was haben wir denn im Channel? Gleich 3 Leute. Julia, Luca und Frozen. Die Frage ist nur, was werden sie tun? Oder auch nicht. Ja, eigenen Channel gegangen, okay. Habe ich mich doch verkalkuliert, egal. Ayato! Wasserklingen durch die Gegend zimmern. Wuhu. Be still. Au. Take cover! Nice and spicy! Observe! Your grand finale! I'm going in! Cascade! Kamisato art! Suiyu! Out of the frying pan, into the fire! You're toast! Obwohl, ist ganz am Arsch. Sie hat den Prototypen. Auch eine wilde Nummer. Break a leg! Aber ich gestehen muss, der passt sogar nicht ins. And step! Teamwork is dreamwork! Adept back! And leap! Nice and spicy! Was ist denn der jetzt gestorben? Nein! Verdammt, ich wollte eigentlich drin bleiben. Nee, auch was du machst. Na. Trotzdem nochmal in die Herausforderung rein. Ich will wissen, was die Ausrüstung ist. Gut, Ayato war ja wieder klar. Hat natürlich wieder primär sein 5-Star-Schwert. Zugegeben passt auch ganz gut zu ihm, aber werde ich nicht für drehen. Sie hat den Sternsichel-Prototypen. Stimmt, so ist das Ding. Not Gonna Lie passt dann doch ganz gut zu ihr. Auch wenn ich die Waffe echt nicht mag. Ja gut, sie hat wieder den Drachenschreck, war zu erwarten. Es ist so meta seit Tag 1, diese Waffe auf ihr. Es ist schlimm. Bitte was? Bennets neue Waffe ist diese komische Stammklinge? Das Stöckchen? Das Stöckchen? Oh boy. Nee, mach halt mal nicht. Nee, die Waffe akzeptiere ich nicht. Die werde ich niemals craften. Nope. Aber speaking of craften, ich kann mir neue Rezepte kaufen. Kann ich mir 2 kaufen oder 1? 1, scheiße. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Stadt irgendwie dann doch. Das ist ein schöner Urlaubsplatz. Heimat ist und bleibt in der Summe.
Ja, doch. Machen wir auch. Wird jetzt so wöchentlich. So, dann möchte ich gerne wieder, mit Sicherheit nicht. 1, 2, 3, 4. Kann ich nicht craften, weil mir die Kristalle fehlen? Ja, das überrascht mich jetzt nicht unbedingt. So, Estelle, ich habe noch was ich bei dir haben möchte. So, und zwar... Oh Gott, ich brauche noch 3 Schmiedepläne. Oh, fuck. Tobi, welchen Schmiedeplan kaufe ich mir zuerst? Einhänder, Bogen oder Katalysator? Einhänder. Das für die anderen beiden muss ich noch ein bisschen Material farmen gehen. Alles klar. Diesmal habe ich ja wenigstens wen, den ich fragen konnte. Ne. Nicht so wie letzte Woche. Schlimm. Wo sie alle nur im Lurk hingen, nicht aufgepasst haben. Hab ich einfach für mich selber entschieden. So ein Ding ist es nämlich. So, Probelauf. Kirara. Ja. Bitte gebt ihr eine Meme-Waffe. Bitte gebt ihr eine Meme-Waffe. Bitte gebt ihr eine Meme-Waffe. Nein! Was ist das mit dieser Scheißwaffe inzwischen? I don't want to see it anymore. Ich meine, es hat eine coole Form, aber es ist ein fucking Stock. Ja, das ist ein Stock. I can't accept it. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, dass sie so klimpert. Was sind denn die Glöckchen, dass sie so klimpert? Was sind das ihre Ketten? Ach, da hat sie die Glöckchen. An der Hüfte. Wow. Was ist das überhaupt für ein Team? Weg. Gott, wie viel Damage die aus Fischen rausgeholt haben, ist ja schlimm. Ja gut, dass sie den Seelosen hat, habe ich schon gesehen. Dafür für diese scheiß Stöckchen. Und Barbara natürlich mit dem Bernstein-Prototypen. Ja klar, natürlich. I created another universe. No, you didn't. Boah, Fische. Alte Prinzessin der Verurteilung. Verurteilung. Danke. Speaking of neben sich stehen und so, ne? Mhm. Und das letzte ist Cookie. Bei ihr wissen wir die Waffe ja schon. I mean, it's your turn, not gonna lie. Ist aber nicht ansatzweise so cool. Die Waffe, die ich für sie habe. Ist ernsthaft einfach. Sie schmeißt Kristalle.
Ach nee, das sind Klingen von ihrem Schwert. Ah. Ihrem zweiten Schwert. Come a little closer. You've been a naughty boy. Cool it. Eat this! Lightning purified! Looking for a fight? Stand with me! Try not to enjoy. This moment will be first. Nice and spicy! Out of my way! Wie viel elementares Chaos wollen Sie verursachen? Ich? Ja. So, was haben Sie denn Lisa gegeben? Landstreichernoten. Ne. Und Verwundungsschwerter. Einfach nur nein, Luca. Einfach nur nein. Look. This is how you do it. This is how you do it. Auf Ansage. Okay, auf Ansage. Wie räudig ist der denn? I'm sorry. Ich meine, gut, Tobi hat immer noch eine Quest vor sich. Ich habe eine Quest vor mir. Ja. Mir nicht in den Kopf zu schießen bei der League-Runde hier. Hey. Chillig bleiben. Was denn? Das ist es, liegt nicht wert, du. Nee, deine Quest ist immer noch 3 mal die 7. 3 mal die 7, ja, das stimmt wohl. Wenn sie einer knackt, dann du. Unser Spielsüchtiger. Tobi hört nur Gambling, muss sofort engagen, egal was es ist. Katsching. Exactly, but none of them believed me. So Wochenaufträge. Ich kann auch die Bitten der Bewohner und die Kopfgeldjagden machen. Da kann man ja noch tun. Und danach mache ich mir was zu essen und gucke ich mal recht danach. Fraisier. Fraisier? Keine Ahnung. Französisch. Kann ich nicht. Kopfgeldjagden, oh ne. Wieso denn Androiden? Ihr seid scheiße. Immun gegen Pyro, noch auf bla, okay. Ja. Was habt ihr denn? Blumen, Barrelmuscheln und rohes Fleisch. Okay. Sind ziemlich nah beieinander, die beiden hier. Was sind die denn? Nicht weit weg. Relativ zentral gelegen, okay. Ab ins Zentrum. Wahrscheinlich liegen beide im Zentrum. Wäre ganz nice eigentlich, ne? Brauchst nicht so weit zu laufen. Meine Güte. Kann ich mit dir reden? Nein. Stimmt ja hier das dämliche Hauptzentrum. Von dem aus man in die Mitte kommt.
Ach lol. Hallo Silvi. Du wolltest Bärelmuscheln. Chronik der Mannschaften und... Moment, was? Oh, Chroniken der Menschheit antworten. Ja, wirklich. Ja, ich sammle sie tatsächlich. Ja, habe ich. Gerade so genug, aber habe ich dabei. Ich auch ein paar mehr sammeln. Wunderbar, danke. Bärelmuscheln wirken zugleich schlicht und elegant und ideale Dekoration für zu Hause. Ah! So, lass mich raten. Der andere ist jetzt 3 Kilometer weit weg. Wie ist trotzdem 108 Meter weg. Wie geht das denn? Ach so, der sitzt da oben. Ja, okay. Das erklärt natürlich, warum beide ungefähr gleich entfernt waren vom Questgeber aus. Guten Tag, der Herr... Oh Gott, pack den Köter weg. Pack den scheiß Köter weg. Pack diese hässliche Köter weg, bitte. Ah. Ich weiß noch nicht, was du mit diesen Blumen haben willst, aber alles gut. Wunderbar, danke. Hübsche, frische Blumen wecken die Zuversicht im Leben und bescheren einen schönen Tag. Okay. Sure. Whatevski Doodles. So, nächster Auftrag. Ah ne, das war rohes Fleisch. Oh nein. Das ist der andere Gendarm, ne? Ja. Welcher rohes Fleisch für seinen dämlichen Köter haben will. Och Mann. Warum denn? Ich will diese dämlichen Pudel doch nicht auch noch unterstützen. Will ich doch gar nicht. Das wollte ich. Hallöchen, Melusine. Ich hab dich leider aus Versehen gerufen. Wenn der Doktor hustet, dann weißt du, was Phase ist, du. Das Allerschlimmste an diesem Köter ist nicht nur, dass es ein fucking Pudel ist, der auch noch scheiße aussieht, er heißt auch noch Baguette. Baguette. Da kriege ich 5-fach AIDS bei diesem I. Ach, schnell weg hier. Und Level 24. Nice. So. Als nächstes ist erste Kopfgeldjagd dran. Die Kopfgeldjagd mache ich allerdings nicht mit dem Team. Dafür ist das Team bei weitem nicht gebaut. Obwohl, ach komm. Geben wir dem Team eine Challenge. Mal gucken, wie lange der Grind dauert. 3 Jahre wahrscheinlich. Schön. So ein Elektrospacken. Kommt ja Freude auf. The doctor was fire hazard. Okay. That didn't kill it. Remember, health comes first. Surrender and be gentle. You're exposed. Hear my prayer. Mind the side. Time for a light show. Go bishop down. You're in for a little shock. Blitz. Oh, ich bin dumm. Too easy. Ich bemerke jetzt erst, dass ich Depp tatsächlich mit dem Team hätte gar nicht reingehen dürfen, weil mein Main Damage Dealer gar nicht den Schaden macht, den ich brauche.
An der Stelle. Come a little closer. Weil er nämlich dagegen immun ist. Try not to enjoy this. Taking a turn for the better. A bitter pill. You're exposed. We shall prevail. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Wie war das? Shut up, witch! I don't want to be horny anymore. Too easy. Und das denkt sich gefühlt jeder bei Lisa. Aber gut, bei ihren Dialogen kein Wunder. The doctor will see you now. Mind the side effects. Pin them down. Blitz. Hit. Grant us your blessing. Try not to enjoy this. A bitter pill to swallow. You're exposed. Seems like an emergency. Mind the side effect. You're in for a little shock. Come a little closer. The doctor will see you now. Impress, yield. We shall surrender and I'll be gentle. Mind the side effects. Meine Güte, das hat lange gedauert. Hat Luca sein Geld zurückbekommen. That's it. So, Kopfgeldjagd Nummer 1 durch. Dann machen wir noch 2 Stück und dann hat sich die Sache. Dann als nächstes natürlich wieder Mechas. Immunität gegen Geo. Erhöht den von Figuren mit Bögen zugelassen. Oh. Oh oh. Oh oh. That's nasty. So, da möchte ich gerne eine Raiden stellen. What is the situation? Ich kann gerne da bleiben. Nee, tatsächlich nicht. Ich möchte stattdessen noch, wo habe ich ihn? Hat der schon dabei? Warte mal, das machen wir anders. Alright, let's head off. Chivalry will never die. Das wird ein böses Team für die Kopfgeldjagd. Yoimiya als Main DPS, der Rest als Unterstützer. Eieiei. Das wird zecken. Ah! Wie weit abseits möchten Sie Ihren Boss haben? Ja. So. Da ist eine Kiste und eine Leinwand.
ignorieren wir einfach mal, weil ich bin mir sicher, das ist Teil einer Quest. Ich kann sagen, wo bleibt das große Vieh? Ein Eiskristall? What? Okay. There is no escape. Rain outlines your fate. Let me weep. Torn to oblivion. Er ist den ganzen Kram loswerden. So. Fallen leaves, adorn my night. Witness the power of Gugwa. Shine down. The fuse is lit. A festive reprise. There is no escape. No, my sword. Gone. Kombination ist eklig. Ach ja, zurück nach Fontaine. Er hat da seinen Kopfgeldjagd fertig. Ich hätte gerne meine Punkte. Dankeschön. Nee, nicht so gut für Raiden. Julia hat so kurze Beine. So, oh. So, Kopfgeldjagd. Immunität gegen Elektroschaden. Verringert den Kryowiderstand. Oh. Ups. Das klingt ja nach einer Steilvorlage für eine Ganyu. So, keine der Vergänglichkeit. Bolle ist da, ja, I know. Yeah, I know that one. But still I don't care. So, Truppe. So, Raiden darf nicht mitspielen. What are my orders? Jetzt ist eine Ganyu mit. Doch. Up and away. Wieder Dullis drumrum. Airstrike! Time for a light show. Bended and killed. Hallo, danke fürs Wechseln. Too brightly. One with nature. Let me weave you a verse. The fuse is lit. The wind knows me. As one with wind and cloud. Witness the power of Gugwa. Access denied. This all for size. Oh. One with nature. No, my sword. Glaze over. No touching. Ring cutter. Access denied. We're way behind schedule.
was für du kannst du keine Targets setzen. Hey. Nicht einmischen, Freundchen. Ich hätte keiner um Aufmerksamkeit gebeten. Dieser Köter. The wind knows me. Mistvieh. Ach je. So. Und wieder zurück nach Sumo. Fontan. Mann. Es sind inzwischen zu viele Städte in dem Spiel. Wäh. Time to go. So, Crafting-Rezepte neue. Waffen bauen und einmal für Gebäude. So, dann Wochenaufträge, 3 Kopfgeldjagden haben wir auch durch. Sehr nice. Da. Eine Sprudelflasche umgefallen. Wenn ich die jetzt aufmache, ist Atombombe hier. Dann macht's einmal. Oh, belastend würde ich sagen. Und mit dieser Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.